Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ihr seht, heute das Video wird etwas länger gehen. Gute 2,5 Stunden haben wir geredet. Wir, das sind ich und Marco. Ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Marco, seines Zeichens Weltenbummler, ja, betreibt mehrere Facebook-Seiten zum Thema Kuba. Und ja, wir haben uns unterhalten, wie er überhaupt dazu gekommen ist und noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, euch wird das Video soweit gefallen. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, abonniert meinen Kanal und ja, wenn euch das Video soweit auch gefällt, dann gerne auch einen Daumen nach oben. Lasst es mich auch in den Kommentaren wissen, wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema. Da wird sich Marco sicherlich auch entsprechend zeigen. Ja, von daher würde ich sagen, legen wir los. Hallo Marco. Hi. Danke erstmal, dass du die Zeit gefunden hast zum Gespräch heute mit mir, dass du dem Aufruf soweit gefolgt bist. Vielleicht für die ein oder anderen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wovon ich tatsächlich eher nicht ausgehe, kannst du vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu dir persönlich sagen, wer du bist, was du so gemacht hast und warum du dich jetzt überhaupt gemeldet hast, auch für ein Interview bei mir? Ja, mein Name ist Marco Pellegrino, ich bin 34 Jahre alt und ja, ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit mit Kuba. Ähm, also tatsächlich schon seit meiner Teenagerzeit. Ganz konkret ist es aber geworden durch meinen ersten Studienaufenthalt in Hm? Kuba 2012, 2013. Also ich habe Romanistik studiert an der Mhm. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und hatte in dem Rahmen die Möglichkeit, gleich zweimal nach Kuba zu gehen und an der Universität Havanna zu studieren. Genau, und seit meinem ersten Aufenthalt beschäftige ich mich sehr intensiv mit Kuba, also das heißt mit kubanischer Geschichte, kubanischer Literatur und kurz gefasst allem, was eigentlich irgendwie mit Kuba zu tun hat. Okay, schön. Und wie hast du von dem Aufruf meinerseits erfahren? Das habe ich online gesehen und zwar ich glaube, es war auf deiner Facebook-Seite oder du hattest es dann auch Ja, nochmal in den Kuba-Gruppen gepostet. Irgendwie genau. da habe ich es dann Ah ja, gesehen. das dann wahrgenommen. Okay, Mhm. super. Jetzt hast du ja gesagt, du warst zweimal länger in Kuba aufgrund des Studiums. Wie war es denn jetzt für dich quasi, als du das erste Mal nach Kuba gekommen bist? Das war 2012, 13, hast du gesagt, ne? Mhm. Hast du da schon so ein bisschen Kulturschock mitbekommen oder hattest du dich im Vorfeld schon so ein bisschen zum Land und zu den Leuten informiert? Sowohl als auch, kann ich Okay. sagen. Also ich hatte mich zu Land und Leuten informiert. Das Ding ist, ich hatte auch an der Martin-Luther-Universität, da hatten wir zum damaligen Zeitpunkt eine Dozentin, Mhm. Mayra Heinecke, die ist auch Kubanerin und genau, die hat dementsprechend viel über Kuba immer in den Spanischunterricht mit eingebaut. Ah, okay. Und ja, und über sie haben wir dann auch andere Kubaner in Halle kennengelernt, zum Beispiel. Also irgendwie war ich so ein bisschen schon vertraut mit der kubanischen Kultur, sage ich mal. Aber ja, als ich dann ankam, das erste Mal in Kuba, war es dann doch, wie soll ich sagen, ein ganz besonderes Gefühl, ein ganz besonderes Erlebnis. Und ja, ich hatte schon einen kleinen Schock, muss ich sagen. Also Mhm. das aus verschiedenen Gründen. Das lag zum Beispiel daran, dass ich zwar eigentlich schon Spanisch sprechen konnte und auch Ja. verstehen konnte und dann aber in Kuba feststellen musste, dass mir ja aufgrund der dialektalen Unterschiede einfach ja, es sehr schwer war, mit den Mhm. Kubanern zu kommunizieren. Mhm. War also Genau. schon trotz der spanischen Barriere, die gar nicht mehr so da war, doch eine Barriere. Genau, das hat mich sehr überrascht. Also ich hatte auch in Halle zu dem Zeitpunkt zum Beispiel Freunde, die aus Spanien kamen Mhm. und mit denen ich mich auf Spanisch schon bereits unterhalten konnte. Mm, Ja, und in Kuba war das dann ein bisschen merkwürdig, denn und es gab so urkomische Situationen, weil ich konnte mich zwar selber ausdrücken, ich konnte sagen, was ich wollte, Ja.
Hm, aber habe die Antwort dann nicht verstanden. Ja, Ja. verstehe. Verstehe, verstehe. Ja, ist Ja, halt tatsächlich nochmal eine eigene Sprache. ja. Aber du hattest ja auch gerade gesagt, in Halle hattest du auch schon Kontakt mit Kubanern. Also nicht nur über die Dozentin, sondern auch quasi durch die Dozentin noch weitere Kontakte zu Kubanern. Genau, also es gibt in Halle an der Saale, ich sag mal, so eine richtige kleine kubanische Community. Das sind einerseits sind das ältere Kubanerinnen und Kubaner, also Leute, die in der DDR schon als Vertragsarbeiter beispielsweise nach Deutschland gekommen sind. Ja. Mm, Genau, und dann gibt es darüber hinaus aber auch jüngere Leute. Das liegt einerseits daran, also an dieser Kooperation zwischen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Universität Havanna. Diese Kooperation oder Austausch ist im Grunde genommen folgendermaßen gestaltet. Also die, die Martin-Luther-Universität hat jedes Semester die Möglichkeit, ähm, 3 Studierende nach Havanna zu schicken, die dann Mhm. auch vor Ort keine Studiengebühren bezahlen müssen, denn es ist ja im Falle von ausländischen Studierenden ist es ja tatsächlich so, dass die auch zur Kasse gebeten werden Ja. in Kuba. Genau, und 3 Studierende können wir jedes Jahr hinschicken, die müssen dann nichts zahlen. Und Da warst du im einer von. Gegenzug, genau, da war ich einer Mhm. von, zweimal Mhm. sogar. Genau, und im Gegenzug kommen dann Dozentinnen und Dozenten von der Universität Havanna hier hin Okay. und unterrichten dann ein Semester oder manchmal auch 2 dann an der MLU. Genau. Ja, also solche Leute kommen dann her und darüber hinaus gibt es auch an der Kunsthochschule in Halle, das ist die Burg Giebichenstein, die haben ebenfalls diverse Kooperationen mit Kunsthochschulen Mhm. an verschiedenen Orten in Kuba, vor Mhm. allen Dingen aber mit der ISA, also die Kunsthochschule in Havanna. Und genau, da kommen dann auch Studierende von der dortigen Kunsthochschule und die studieren dann 1 oder 2 Semester in Halle. Und umgekehrt ist es genauso. Okay. Aber ist vielleicht nochmal ein spannender Punkt für manch einen, der gerade vielleicht auch studiert und Auslandssemester vielleicht durchaus ein Thema ist. Wie wäre das dann jetzt in einer praktischen Umsetzung? Wo müsste ich mich hinwenden, wenn ich jetzt grundsätzlich Interesse hätte an einem Auslandssemester in Kuba? Hast du da Informationen? Ja, also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also Mhm. das Ding ist für Studierende der Martin-Luther-Universität, zumindest wenn man irgendwie Romanistik oder Hispanistik studiert, also ich sag mal quasi irgendwas mit Spanisch Mhm. oder mit der spanischen Sprache macht quasi an der Dann Uni. wird darüber alles organisiert. Genau, dann wird darüber alles organisiert, über das Institut für Romanistik an der Mhm. MLU und das ist dann relativ einfach. Also das ist nicht irgendwie besonders bürokratisch oder so, sondern sie wollen tatsächlich einfach Leute, die Lust drauf haben, diese Erfahrung zu machen. Und dann meldet man sich bei den verantwortlichen Personen am Institut. Mhm. Die regeln das bisschen Papierkram, was es gibt. Und dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Also tatsächlich, Okay. man braucht nur die Motivation, man braucht keine besonderen Qualifikationen. Es ist auch relativ egal, was man für Noten hat. Ja. Mm, Die sagen Okay. einfach immer, also wir wollen Leute, die Bock haben und die können dann nach Havanna. Also primär ist Genau. die Motivation der entscheidende Faktor. Ja, auf jeden Ja. Fall. Okay. Genau. Und ähm, ja, also wie gesagt, also für Leute, die dann direkt am Institut studieren, ist das sehr einfach. Mm, Es gibt letzten Endes auch die Möglichkeit für Leute, die nicht unbedingt irgendwas mit Spanisch studieren an der MLU, sondern die, was weiß ich, zum Beispiel Politikwissenschaften, Mhm. Sozialwissenschaften oder auch irgendwelche naturwissenschaftlichen Fächer, dass die, wenn sie sich an das Institut für Romanistik wenden, dann eventuell auch die Möglichkeit haben, dass da Kontakte hergestellt werden Mhm. zu den entsprechenden Instituten an der Universität Havanna und dass man da auch irgendwas In die äh, Richtung in machen die kann. Richtung dann genau machen kann. Genau. Okay.
Na gut, also primär einfach dann an die entsprechende Verwaltung mal wenden und vielleicht einfach mal fragen, welche Möglichkeiten man hat. Genau, Ja, also wichtig ist im Grunde genommen, dass man halt, jetzt in dem Fall zum Beispiel halt einfach Student der ja, klar, in deinem Fall. Martin-Luther-Universität ist. Und es gibt aber ich sag mal, in verschiedenen Städten in Deutschland gibt es weitere Unis, die Mhm. ebenfalls Kooperationen mit Universitäten in Kuba, vor allen Dingen mit der Universität Havanna haben. Mhm. Das ist zum Beispiel also sowohl die HU Berlin als auch die FU Berlin, ähm, dann die Universität Köln Mhm. und ich weiß es jetzt nicht auswendig aus dem Kopf, aber wenn man Ja, googelt, es gibt definitiv noch ein paar okay. Partnerschaften, genau. Okay, aber ist ja ein, denk mal, ein hilfreicher Hinweis, ne, dass man da zumindest erstmal einen ersten Ansatzpunkt hat, sage ich mal. Ne? Was vielleicht noch ganz interessant wäre, als Student in Kuba, wie ist man da untergebracht? Ja, das ist unterschiedlich. Also, wenn man das möchte, dann kann man tatsächlich auch ins Studentenwohnheim gehen. Mhm. Ähm, Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich dafür entschieden, dann in einer Casa Particular zu leben. Mhm. Und genau, also Casa Particular, das ist ja quasi auch die Option, für die sich viele Touristen entscheiden oder Touristen, die halt nicht ins Hotel möchten. Ja, Denn wenn man in einer Casa Particular ist, dann hat man die Möglichkeit, direkt unter Kubanern und mit Kubanern direkt zusammenzuleben. genau. Genau, und erhält so halt nochmal, ich sag mal, einfach einen ungeschminkteren ähm, Einblick. Einblick Mhm. ins kubanische Alltagsleben. Das stimmt. Das stimmt. Und da bist du denn von vornherein schon in eine Casa Particular oder warst du vorübergehend doch noch irgendwie in einem Wohnheim? Nee, ich war von Anfang an in einer Casa und Okay. also ich hatte das im Vorfeld Also du musst geklärt, von, ja, reserviert okay. über das Internet und ja, Okay. Aber die war ja dann genau. wiederum eigenfinanziert, denke ich mal. Ähm, Jein, also ich hatte auch was angespart, extra für den Mhm. Kuba-Aufenthalt. Und ich muss aber dazu sagen, dass ähm, für solche Sachen gibt es dann ja auch sowas wie das Auslands-BAföG zum Ja, Beispiel. klar. Und genau, also damit habe ich mich dann auch größtenteils Okay, finanziert. Also das ist verstehe. auch eine großartige Sache für Studierende, die ins Ausland gehen. Weil wenn man dann, also wenn man einen BAföG-Anspruch hierzulande hat, quasi fürs Inlands-BAföG, dann bekommt man das Auslands-BAföG so oder so. Und Mhm. auch Leute, die keinen Anspruch aufs Inlands-BAföG Haben eine haben Chance. haben eventuell eine Ja. Chance, Auslands-BAföG zu bekommen. Also da lohnt es sich immer, den Antrag einfach einzureichen und zu gucken, auch wenn man kein Inlands-BAföG bekommt, Ja. eventuell klappt es mit dem Auslands-BAföG, weil Okay. einfach, ich sag mal, ähm, diese, Die Voraussetzungen ja, sind halt andere genau, letztendlich. Die Mhm. Voraussetzungen sind andere und Mhm. die Eltern können ein bisschen mehr verdienen und Ja, man bekommt eventuell trotzdem Auslands-BAföG. ja. Genau. Okay. Das ist, denke ich mal, auch an der Stelle ein wichtiger Hinweis, ne? Weil viele denken dann vielleicht, okay, wenn ich schon kein normales BAföG, also Inlands-BAföG erhalte, dann Mhm. lasse ich es gleich sein mit dem Auslands-BAföG, beziehungsweise generell mit dem Gedanken eines Auslandssemesters. Ja, Mhm. von daher ist, denke ich mal, auch eine entsprechende Hürde, die an sich gar nicht wirklich existiert. Genau, ja, also da sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil also das ist tatsächlich so, dass viele das dann denken, ja, ich kriege das ja eh nicht und so. Mhm. Und man muss aber dazu sagen, also es gibt dann auch nicht nur das Auslands-BAföG, sondern es gibt tatsächlich auch ja, die Möglichkeit, sich für irgendwelche Stipendien Mhm. fürs Auslandsstudium zu bewerben. Also der Deutsche Akademische Austauschdienst, der DAAD, hatte zum Beispiel ein sehr tolles Angebot. Da Mhm. kann man sich bewerben für ein Stipendium in Höhe von, wie viel waren es? Ich glaube, monatlich 400 oder 500 Euro Okay. ähm, für Auslandsaufenthalte von 6 Monaten oder auch bis zu einem Jahr. Und da kann ich nur jedem empfehlen, macht das ja, Ja, klar. weil der DAAD bleibt teilweise tatsächlich auf diesen Stipendien sitzen. Ach, tatsächlich, ja. Okay. Ich glaube, es ist nicht immer so, aber in manchen Jahren zumindest
haben sie praktisch haben sie mehr Überschuss. Stipendien als Bewerberinnen und Bewerber. Also von daher kann ich nur sagen, nur zu. Also Mhm. Okay. Ja, wie gesagt, das denke ich mal auch interessanter Punkt, vor allem für die Personen, die dann halt letztendlich auch allgemein Interesse haben, im Ausland zu studieren. Ja, und dass es halt nicht nur die Möglichkeiten gibt der Eigenfinanzierung oder des Stipendiums, sondern auch entsprechend BAföG oder. Ne? Also es gibt ja schon mehrere Wege hin, sage ich mal, wie das Ganze auch finanzierbar wird, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Ja, also gerade als Student. Okay. Ähm, Jetzt hast du ja gesagt, am Anfang hattest du so deine Schwierigkeiten quasi mit der Sprache, zumindest die anderen Personen zu verstehen. Das hat sich, denke ich mal, jetzt in den letzten, oder nach ein paar Wochen, Monaten gelegt. Oder hast du da immer noch so deine Schwierigkeiten mit? nee, also das hat sich dann tatsächlich beim ersten Aufenthalt so nach circa ich sag mal 2, maximal 3 Monaten hat sich das dann gelegt. Also es hat Okay. natürlich schon seine Zeit gedauert. Ja, klar. Ich war dann täglich am Kämpfen und musste täglich irgendwie sehen, dass ich durchkam so. Und Ja. ja, und vor allen Dingen in der Uni war das natürlich ein hartes Stück, denn ich war ja tatsächlich auch da, um was zu lernen. Ja, Mhm. Ja, klar. und das war am Anfang, war das gar nicht so leicht, dem Unterricht dann zu folgen. Folgen. Ja. Aber ich bin dann am Ball geblieben und ja, wie soll ich sagen? Also nach ein paar Wochen habe ich schon gemerkt, okay, es wird jetzt quasi täglich besser. Mhm. Und ja, wie gesagt, so nach 2, maximal 3 Monaten war dann der Knoten auch tatsächlich Ja. geplatzt Okay. und dann war alles gut. Was würdest du da jetzt quasi einem Studenten empfehlen, im Vorfeld irgendwie, weiß ich nicht, eine kubanische Community schon mal irgendwie reinzuschauen? Oder ich weiß es nicht, ne? Also, oder einfach sagen, Ähm, okay, spring ins kalte Wasser, sofern du halt, sage ich mal, deine Spanischkenntnisse auf einem gewissen Level hast, du wirst dich da relativ schnell reinfinden. ja, Wohl eher so. ich sag mal, Kuba ist jetzt nicht das optimalste Land, um Spanisch zu lernen. Mhm. Das ist tatsächlich einfach so. Also es gibt mit Sicherheit Länder wie zum Beispiel Spanien, aber auch Länder in Lateinamerika, was weiß ich, zum Beispiel Mexiko, wo es mit Sicherheit wesentlich einfacher ist, Mhm. Spanisch zu lernen. Aber klar, wenn man die Herausforderung sucht, dann, dann ist das in Kuba definitiv gegeben. Und wie gesagt, das ist halt auch alles andere als unmöglich. Also Mhm. ähm, wenn man da hingeht und sagt, ich ziehe das durch und dann am Ball bleibt, dann klappt das nach einiger Dann Zeit. passt es auch. Und, und der Vorteil ist natürlich auch, Ja? wenn man die Kubanerinnen und Kubaner dann versteht, dann versteht man zumindest meiner Meinung nach tatsächlich auch alle anderen Dialekte. Lateinamerikanischen, Ja. äh, Also ja. genau, also wenn man die Kubaner versteht, dann gibt es keinen mehr, den man nicht versteht. Dann sind die Sprachbarrieren gelöst. Ja. Es ist Ja, erstaunlich, aber ne? es ist tatsächlich so, du meintest ja gerade, ne, in Kuba Spanisch lernen. Also ich persönlich habe da auch tatsächlich, ich weiß nicht, was mein Sprachniveau ist, denn ich sage mal, ich habe so ein bisschen auf der Straße gelernt. Ne? Ich habe nie irgendwie eine Sprachniveausprüfung abgelegt oder ähnliches. Ich spreche so, wie ich denke, dass es richtig ist. Ne? Mhm. Und von daher, ja, das ist dann halt auch teilweise einfach Kuba. So. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ne? Also so hätte ich wahrscheinlich dann auch teilweise meine Schwierigkeiten dann in Spanien, sagen wir mal so. Mhm. Okay. Ne? Du Aber hast, du bist quasi Muttersprachler, oder? ich sag mal so, ich habe halt also meine erste Sprache, die ich gelernt habe, war Spanisch. Mhm. So, zu dem Zeitpunkt haben wir auch noch in Kuba gelebt. Mhm. Ab einem gewissen Zeitpunkt wollte ich allerdings Spanisch nicht mehr sprechen als Kind und das wurde leider dann auch entsprechend zugelassen, sage ich mal, seitens Ja. meiner Eltern.
Und von daher musste ich tatsächlich das Ganze so nochmal im Erwachsenenalter für mich so neu erlernen. Ne? Mhm. Ansätze waren natürlich da aber wie gesagt, ich habe es halt auch wirklich bloß für mich erlernt. Bin halt nie großartig in irgendeine Schule oder Unterricht oder sowas gegangen. Deswegen, wie gesagt, kann ich nicht sagen, welches Sprachniveau ich habe. Das weiß ich nicht. Muttersprachler in dem Sinne also auch nicht wirklich. Ich habe es zwar als erstes gelernt, ne? Ja, so ist halt mein Spanisch-Hintergrund. Okay. Ja. Aber nochmal ein anderer Ja. Punkt. Du hattest ja vorhin gesagt, als Student muss man jetzt an sich nur die Motivation mitbringen. Im Normalfall ist man halt in einem Sprachstudium. Irgendwie ein Sprachniveau muss man allerdings jetzt nicht irgendwie nachweisen, dass man dann in Kuba studieren kann. Ähm, Also zumindest ist es nicht obligatorisch. Also Ja. es wird natürlich empfohlen, dass man das Auslandssemester oder Auslandsjahr dann, wenn man jetzt im Bachelor ist, dass man das dann erst im zweiten oder Hm. gegebenenfalls auch erst im dritten Studienjahr macht. Einfach, damit man sich vorher ein bisschen die Zeit nimmt und naja, sich schon mal ein bisschen Sprachkenntnisse erarbeitet, sage ich mal. Ja. Mm. Grundsätzlich kann man sich aber immer bewerben und es werden einem da an sich auch keine Steine in den Weg gelegt. Okay, verstehe. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, Thema Studium. Hast du da noch was zu sagen? Ansonsten würde ich jetzt schon zum nächsten Punkt kommen, der mich interessieren würde, nämlich Mhm. dein Blog. Ich weiß nicht, ob du den Blog noch während der Studienzeit gestartet hast oder halt später. Deswegen wäre das für mich so ein bisschen der Übergang, sag ich mal, quasi mit deinem Blog. Ich habe da mal ein bisschen reingelesen und da kann man ja ewig lange scrollen. Von Ja. daher weiß ich nicht genau, wann du den gestartet hast. Kannst du da vielleicht ein bisschen ausholen? Also ich vermute, du hast mich gegoogelt und hast dann wahrscheinlich meinen Blog gefunden, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Genau, und der Ähm, letzte Eintrag war, glaube ich, aus Juli oder August, also noch nicht allzu lange her. Also war relativ frisch, glaube ich. Jetzt müssen wir noch gucken, welchen Blog genau meinst du? Wie heißt der? Oha, das ist eine gute Frage. Wie du schon sagst, ich habe gegoogelt, ne, Ja, und habe da einen Blog gefunden. Ich müsste jetzt quasi nochmal neu googeln, um da nochmal neu raufzukommen. Aber ich ja, bin der was kann. Meinung, da war halt, der letzte Artikel war aus Juli, glaube ich. Das war noch nicht allzu lange her. Davor wiederum Februar oder März. Also da waren ein paar Monate zwischen. Jetzt müssen wir wirklich mal gucken. Also, was stand da zum Beispiel drauf? Moment, ich google jetzt einfach mal direkt. Also ich habe einen Kuba-Blog Mhm. betrieben, da habe ich aber tatsächlich schon seit einigen Jahren eigentlich keine Beiträge mehr verfasst. Oha, okay. Vielleicht habe ich mich auch jetzt quasi im Jahr geirrt und habe das einfach als 2021 wahrgenommen. Das kann Ja. natürlich, das kann natürlich auch sein. Ähm, Ich weiß jetzt auch gar nicht, ich glaube, den habe ich über deine Facebook-Seite gefunden, weil du da den da verlinkt hattest, glaube ich. Ähm, persönlicher Blog. Tut, 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 tut. Na gut, finde ich jetzt auf die Schnelle leider auch nicht. Aber dann, wie gesagt, kann durchaus sein, dass ich da dann einfach das Jahr 2021 nicht als, also ich habe es einfach als 2021 wahrgenommen wahrscheinlich. Ja. Aber so oder so, du hattest ja einen Blog getrieben, du sagst jetzt das schon ein paar Jahre her, aber das war ja Thema Kuba und wenn es ein paar Jahre her ist, wirst du den wahrscheinlich während der Studienzeit gestartet haben, gehe ich von aus. Genau, das war während meines ersten Studienaufenthalts, beziehungsweise unmittelbar danach. Denn als ich damals das erste Mal in Kuba war, war es von der, ich sag mal, von dem, was das Internet damals hergegeben hat, in Kuba war es nicht möglich, von dort aus einen Blog irgendwie halbwegs vernünftig zu betreiben. Mm. Denn damals, also natürlich gab es noch keine mobilen Daten, es gab auch noch allgemein, es gab keine Wi-Fi-Parks. Hm. Ja, es gab eigentlich nichts oder nichts
wie soll ich Naja, sagen, diese Internetcafés, wo man mit nicht mal Modemgeschwindigkeit 5 Dollar die Stunde bezahlen musste oder was das waren. Ja, genau, die gab es. Da gab es dann auch immer ellenlange Schlangen vor dem Gebäude. ja. Und genau, ach, ich bin immer, also einmal hatten wir Internet zu Hause. Das war natürlich nicht so ganz legal. Mhm. Aber das war auch nur ein 56K Modem, also auch sehr, sehr langsam. Und naja, ich bin dann häufiger tatsächlich ins Hotel National gegangen. Da hatten die Okay. immer so, da hatten die WLAN und da hatten die dann so ein Angebot. Die haben dir dann so eine, naja, auch so diese ganz normalen Mhm. Etexa-Karten verkauft. Mhm. Und da konntest du dann, äh, das war eine 12-Stunden-Karte, die hat 10 Cook gekostet und du musstest diese 12-Stunden-Karte aber innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. Okay. Ja, also es war schon reichlich irre, Ja aber gut. ja, auch wir Für haben den uns die Karte Vielfresser, auch ne? mal geteilt mit mehreren Leuten und dann ging Ja, das. klar. Aber gut, genau, zurück zum Blog. Ja, ich habe dann direkt im Anschluss an meinen ersten Studienaufenthalt habe ich dann diesen Blog gestartet, der hieß tatsächlich Ja, genau, kubakritik.blogspot.com. Kuba-Kritik, das kommt mir gerade bekannt vor. Ich glaube, das war der sogar, Und den ich gesehen habe. ja, ähm, ich muss sagen, also ich bin halt ein politischer Mensch und Mhm. ich würde auch mich ja politisch links einordnen. Das heißt also, ich bin mit gewissen Erwartungen nach Kuba gegangen, mit gewissen positiven Erwartungen, die im Grunde genommen sehr enttäuscht worden sind. Also Okay. ich hatte natürlich Informationen über das Land. Also ich wusste zum Beispiel, naja, dass, ich sag mal so, bürgerliche Freiheiten, wie wir sie hier kennen, bezüglich Presse- und Meinungsfreiheit und so weiter, darüber war ich bereits informiert, dass das Mhm. in Kuba, gelinde gesagt, anders gehandhabt wird. Ähm, Sehr gelinde und, gesagt, ja. und hatte aber die, bitte, was meinst du? Sehr gelinde gesagt. Ja, genau, ja, gut. Ja, genau, und ich hatte irgendwie naiverweise die Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht so wäre. Mhm. Und ja, und musste dann aber feststellen, äh, auch schon nach einigen Wochen, dass es tatsächlich so ist, dass es auf Kuba Presse- und Meinungsfreiheit, so wie wir sie hier kennen, nicht gibt, auf jeden Fall. Und ja, und das hat mich schon, obwohl ich wusste, ich bin dort nur für einen begrenzten Zeitraum, hat mich das schon sehr gestört. Mhm. Also, weil ich hatte dann auch eine Freundin, deren Vater arbeitet für das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Okay. Und ja, er arbeitet dort lediglich, was heißt lediglich, aber er arbeitet dort als Englischübersetzer, also hat jetzt eigentlich an sich keine politische Funktion oder so in besonderem Maße, aber ja, und mit der Familie war auch immer alles cool. Also die haben mich sehr herzlich empfangen. Nur es hieß dann gab es immer so Sachen wie, ja, äh, die Nachbarn sollten das nicht so mitbekommen, wenn du so oft hier bist und dann solltest du eigentlich auch nicht hier schlafen und so weiter und so fort. Und das ging halt Verstehe. eigentlich nicht von den Eltern aus, sondern die Eltern hatten halt Sorge, dass irgendwer petzt, Mhm. äh, dass ihr Vater jetzt zu viel Kontakt zu einem bestimmten Ausländer hat quasi. Verstehe. Ja. Genau. Und ja, solche Sachen zum Beispiel und dann auch so die Tatsache, dass man zum Beispiel, wenn man im Restaurant oder im Café oder so irgendwo sitzt, ähm, dass es nicht allen Kubanern, aber auf jeden Fall, aber manchen Kubanern auf jeden Fall dann unangenehm ist, wenn man sich zu lautstark Mhm. über politische Themen unterhält, während man in dem Laden ist. Ja? Mhm.
das ist jetzt nicht so, dass alle total verängstigt sind. Ja, ich kenne auch, also ich kenne auch genug Kubaner, die sagen wirklich, das ist mir Latte, wer das hier hört und so. Aber es gibt eben auch Leute, bei denen Ja. das Ist im anders ist. Allgemeinen ein Tabuthema, sagen wir mal so. Ja, 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 genau. das stimmt. Das stimmt. Aber Ja, nichtsdestotrotz bist du ja dennoch ein zweites Mal nach Kuba zu Studienzwecken, sage ich mal. Ne? mhm. Also hat dich ja Ja, das also Ganze doch nicht ganz so abgeschreckt, sondern hast dann auf irgendeine Art und Weise doch noch Blut geleckt. ja, also das Ding war, also wie gesagt, nach dem ersten Aufenthalt war ich wirklich sehr, sehr enttäuscht Mhm. aufgrund dieser ähm, Gegebenheiten vor Ort, die ich da feststellen musste und musste das auch wirklich gleich so irgendwie in Form dieses Blogs verarbeiten. Und ja, ich glaube, ich habe da auch tatsächlich kein gutes Haar an Kuba gelassen. Ich habe nochmal Und da war nachgeguckt, das war August 2013. Ich habe bloß ja. 12. August gelesen und dachte, ach mal, gucke hier. Bei der Blog an sich, bei dir auf der Facebook-Seite auch immer noch so hinterlegt ist. Ne? Genau, ich hatte den halt quasi über deine Facebook-Seite gefunden. Okay, Entschuldigung. Okay, okay, ja. Ähm, ja, also das Ding ist, also ich war da sehr enttäuscht nach diesem ersten Aufenthalt Mhm. und habe dann aber, wie soll ich sagen, also nachdem ich dann meinen Blog da hatte und mir da meinen Frust von der Seele geschrieben hatte, habe ich mich dann 2, 3 Jahre, 2, 3, 4 Jahre quasi, habe ich mich gar nicht so wirklich mehr mit Kuba befasst. Mhm. Und also das war dann auch im Studium so ein bisschen außen vor, obwohl es halt immer mal wieder eine Rolle spielte, aber nicht so, stand halt nicht mehr so im Fokus. Okay. Und genau, und dann, also ich hatte dann, nach meinem Bachelor hatte ich eine kurze Pause, dann war ich halt kurze Zeit ins Arbeitsleben eingetaucht und hatte mich dann aber doch noch entschlossen, dann noch ein Master in Romanistik anzuschließen. Mhm. Und genau, und als das dann klar war, habe ich mir gedacht, okay, jetzt liegen schon einige Jahre dazwischen, geh doch nochmal nach Kuba und guck mal, inwiefern sich deine Perspektive auf das Land jetzt geändert hat. Mhm. Genau, und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich schreibe mich ein für den Romanistik-Master und ich möchte gleich am Anfang, gleich zu Beginn des Masterstudiums, möchte ich wieder nach Kuba und möchte einfach nochmal gucken, Mhm. ob sich da meine Meinung irgendwie ändert. Also Ja, quasi und was soll ich sagen? proaktiv einfach mal geschaut, konträr zu deinen bisherigen Erfahrungen, nochmal Mhm. probieren. Ja, genau. Okay. Genau, und was soll ich sagen? Also ähm, natürlich, viele Dinge sind nach wie vor so, wie sie auch schon beim ersten Studienaufenthalt waren. Also zum Beispiel mit Bezug auf Meinungs- und Pressefreiheit Ja. ähm, und auch, dass es dem Land wirtschaftlich nicht besonders gut geht. Das Ding ist, also ich habe so ein bisschen eine andere Perspektive einfach drauf gewonnen. Insofern, als dass ich sage, dass es natürlich nicht gut ist, dass Kuba so bürgerliche Rechte, sage ich mal, teilweise stark einschränkt. Nur habe ich irgendwie ja, wie sage ich das jetzt, ohne das zu relativieren? Ich sage mal, ich habe dafür ein bisschen Verständnis gewonnen. Mhm. Und zwar insofern, äh, dass ich, äh, dass ich dann verstanden habe, okay, Kuba befindet sich tatsächlich dauerhaft in einer schwierigen Situation, dass es der große Nachbar USA dem Land eben seit 60 Jahren mehr als nur schwierig macht, mehr als nur schwer macht und irgendwie versucht, die kubanische Regierung eigentlich bei allem, was sie macht, so mehr oder weniger zu behindern. Ja? Und insofern kann ich es verstehen, dass man auf allen möglichen Ebenen versucht, sich zu schützen, irgendwie vor dem Einfluss der USA. Und, und so krass ich es auch finde, dass
naja, dass Menschen in Kuba sich deswegen nicht immer so äußern können, wie sie gerne möchten, denke ich, dass die Lösung für dieses Problem eigentlich relativ einfach ist. Ja? Und die Lösung dafür ist, dass die USA sich raushalten sollen. Ja, also das ist das Hauptproblem meiner Meinung nach bei vielen Sachen, die in Kuba irgendwie falsch laufen, sage ich mal. Ähm, dass die USA sich einmischen, dass man dauernd Angst vor Einmischung hat. Und ja, ich denke, wenn das nicht so wäre, dann würde es mit den bürgerlichen Freiheiten in Kuba auch ein bisschen anders aussehen. Ja, aber die USA verstehen einfach nicht, dass Kuba halt nicht mehr ihr Hinterhof ist und dass Kuba mittlerweile einfach ein unabhängiger Staat ist und dass man den USA in den Beziehungen, die man zu dem Land pflegt, dass man denen dann auf Augenhöhe begegnen möchte und dass man sich eben nicht mehr rumschubsen lässt. Also und da muss ich sagen, ich denke, dass das einfach eine ganz wichtige Errungenschaft der kubanischen Revolution ist. Ja? Also Kuba ist tatsächlich, ich sag mal, mit dem revolutionären Umsturz 1959 ist Kuba erst tatsächlich unabhängig geworden von den USA, weil man dann quasi zum ersten Mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, wir lassen uns nicht mehr alles gefallen, was ihr uns sagt. Ja? Also wenn ihr Beziehungen mit uns haben möchtet, ja, bitte, aber auf Augenhöhe. Und ihr spielt hier nicht mehr äh, die Diktatoren bei uns vor Ort quasi. Ja. Genau. So, und jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen weit ausgeholt. Ist alles gut, Aber, ne? Wie kam es jetzt insgesamt zu dem Sinneswandel, würde mich jetzt interessieren quasi. Weil du hast ja gesagt, ne, du bist jetzt halt ein zweites Mal hin und schon mit deinen Erfahrungen, die du halt aus dem ersten Besuch halt gemacht hast, und trotzdem hast du dann beim zweiten Besuch für dich halt Gründe erkannt oder ich sag mal für dich nachvollziehen können, warum manches ist, wie es ist. Kannst du das irgendwie an irgendwas festmachen, wo halt dieser Sinneswandel kam? Oder war das halt so eine, ich sag mal, Schritt-für-Schritt-Entwicklung und du kannst es gar nicht so konkret benennen? so auf jeden Fall eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung. Mm. Und ich denke aber, dass es unmittelbar zusammenhängt mit meinem Studium der Geschichte des Landes, Mhm. weil ich habe da, also gerade bei meinem zweiten Aufenthalt dann eben so ähm, ein geschichtliches Bewusstsein für die politische Entwicklung des Landes entwickelt und festgestellt, dass sich vieles in der jüngeren Geschichte Kubas, also sag mal so ab Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, mit mit dem Beginn des Widerstands gegen das spanische Kolonialregime, drehte sich im Grunde genommen vieles in der kubanischen Gesellschaft immer um die Frage nach Unabhängigkeit. Mhm. Ja, also so richtig geht das los Mitte des 19. Jahrhunderts, als man das erste Mal damit beginnt, sich gegen die spanischen Kolonialherren so richtig zur Wehr zu setzen. Das gipfelte dann ja auch in 10-jährigen Krieg von 1868 bis 1878, der verloren ging für die kubanischen Rebellen. Genau, aber von da an gab es ja quasi kein Halten mehr. Also man hat quasi immer wieder nachgelegt und es gab immer wieder Leute, die sich für die Unabhängigkeit Kubas eingesetzt haben. Und Anfang des 20. Jahrhunderts ist es dann aber geglückt, im Großen und Ganzen aber nur unter Mithilfe der USA. Oder, Moment, jetzt habe ich mich quasi versprochen, nicht im Großen und Ganzen unter Mithilfe. Also die USA haben mitgeholfen, Mhm. wobei man mittlerweile eigentlich auch weiß, ähm, dass die USA zu einem Zeitpunkt in diesen Spanisch-Kubanischen Krieg eingegriffen haben, als der Krieg für die Spanier sowieso schon Mhm. verloren war. Ja? Also Okay. das ist mittlerweile relativ gesichert, historiografisch. Dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit war, bis die Spanier verlieren würden und die USA haben das Ganze quasi ausgenutzt und haben dann ihrerseits Fuß in Kuba gesetzt. Genau, und naja, und so ist im Grunde genommen
dieses Streben nach Unabhängigkeit, was sich in Kuba schon ab Mitte des 19. Jahrhunderts so langsam herausentwickelt hatte, Mhm. das ist nicht befriedigend, ja, nicht befriedigend beantwortet worden quasi. Also die USA waren dann halt da und Kuba war dann praktisch der Hinterhof der USA für über 50 Jahre. Und es gab dann auch schon vor Fidel Castros revolutionärer Guerilla gab es auch dann schon immer mal wieder Widerstand gegen die politischen Verhältnisse in Kuba mit Bezug auf die USA. Und ja, und das gipfelte dann einfach in der revolutionären Bewegung, in der revolutionären Studentenbewegung Fidel Castros. Und ja, und worauf wollte ich hinaus? Worauf ich hinaus möchte, ist, also ich glaube, dass diese Frage nach Unabhängigkeit, ja, also diese Frage nach Unabhängigkeit zunächst von den Spaniern, dann von den USA, das ist im Grunde genommen für die Kubaner ganz, ganz wichtig. Und deswegen, das muss man immer so im Hinterkopf behalten, ist das momentane politische System, trotz aller Probleme, die es mit sich bringt, trotz aller Missstände, die es auf Kuba gibt, ist zumindest das in einem relativ großen Maße gegeben. Ja? Mhm. Weil wenn man sagt, wir sind ein eigener Staat, wir sind unabhängig, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen, wir sind nicht die Kolonie von irgendjemandem. Ähm, genau. Und ja, diesen Geist, sage ich mal, habe ich dann also habe ich so richtig verstehen gelernt, dass das für die Kubaner wichtig ist. Und Mhm. äh, meiner Meinung nach ist es auch tatsächlich so, dass diejenigen Kubaner, die, ich sag mal so, auf der Seite der Regierung stehen, also sei es jetzt, dass die Mitglieder der Kommunistischen Partei sind, in den Komitees zur Verteidigung der Revolution Ja. organisiert sind und so weiter, die machen das, so habe ich das zumindest persönlich erfahren, häufig auch aus diesem Grund, nämlich weil sie sehen, dass die Regierung ihr Streben nach Unabhängigkeit quasi verteidigt. Ja? Und genau, und das habe ich dann beim zweiten Aufenthalt erstmal so richtig verstehen gelernt. Mhm. Okay. Danke dir. Das war jetzt sehr umfänglich, aber so soll es ja auch sein. Ähm, ja, vielleicht können wir an der Stelle tatsächlich ein Thema ansprechen, was ich eigentlich eher später hätte angesprochen. Mhm. Nämlich grundsätzlich hast du ja mehrere Facebook-Seiten. Das Thema würde ich jetzt ein bisschen schieben wollen. Mhm. Aber über diese Facebook-Seiten oder generell, ich sag mal, über Social Media allgemein, äh, ähm, hat man ja, oder hast speziell du ja tatsächlich relativ lautstarke Gegenstimmen Mhm. in deinen Äußerungen, wie auch immer. Ne? Ob diese jetzt nachvollziehbar sind oder nicht, ich sage mal so, wir hatten ja im Vorfeld schon mal gesprochen, ich kenne die ganze Vorgeschichte nicht, habe das jetzt halt bloß im Vorfeld des Gesprächs in den letzten Wochen halt auch mitbekommen. Du warst ja schon in einem anderen Interview, da war ich auch mit dabei als Zuhörer und habe da auch entsprechende Chats verfolgt, wie dem auch sei, aber da sind schon Äußerungen gefallen, die ich persönlich nicht unbedingt nachvollziehen kann, zumindest diese Art und Weise. Ne? Denn ich sag mal, Kommunikation findet halt sollte auf einer Ebene stattfinden und argumentativ zumindest. Ne? Und halt nur irgendwelche, ja, Kriegsschreie, nenne ich es mal, bringen halt an der Stelle nicht unbedingt weiter. Ich bin der Meinung, jeder kann und soll auch seine Meinung haben und jeder kann und soll seine Meinung auch vertreten können. Und gerade das Thema Kuba ist so kompliziert, dass es da in meinen Augen auch kein richtig und kein falsch gibt. Ne? Und du hast halt gerade erläutert, wieso, weshalb, warum du hast das Wort Spirit genannt,
entsprechend verstanden hast, wieso, weshalb, warum die manche Kubaner oder vielleicht auch ein Großteil, das ist halt so eine Frage, die man in Zeiten des Social Medias nicht beantworten kann. Ne? Denkt ein Großteil der Kubaner so oder so? Ne? Das weiß ich persönlich aktuell nicht, wie jetzt die tatsächliche ähm, Wahrnehmung ist in Kuba. Denn klar gibt es Stimmen auf der einen Seite und es gibt Stimmen auf der anderen Seite. Aber ich sag mal, nur die wenigsten äußern sich ja tatsächlich. Ne? Und von daher weiß ich an der Stelle nicht, wie ist allgemein die Stimmung tatsächlich in Kuba. Ich habe meine Familie dort, meine Frau hat ihre Familie dort. Wir haben größtenteils Stimmen aus Santiago und die Gegend herum, beziehungsweise vereinzelt auch aus Havanna. Also grundsätzlich kriegen wir jeden Tag entsprechende Informationen und trotzdem kann ich nicht sagen, wie die Stimmung im Allgemeinen tatsächlich in Kuba ist. So, und von Mhm. daher kann ich da halt manche Stimmen, die dann halt geäußert werden, nicht unbedingt nachvollziehen. Aber du hattest ja schon hier und da wohl den Kontakt zu diesen Personen. Und vielleicht kannst du da nochmal kurz ausholen, wenn du magst, wie es überhaupt dazu kam, zu diesem, ich sag mal, Verwürfnis. Weil irgendwie kam man ja doch irgendwo mal an irgendeinem Punkt zusammen und anscheinend hat man sich jetzt wiederum getrennt. Mhm. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Oder möchtest du dazu was sagen? Ja, also ich sag mal, ganz grundsätzlich wird ja über Kuba sehr häufig und sehr viel, sehr polemisch diskutiert. Ja, Mhm. also du hast das ja auch selber schon angesprochen, dass, naja, dass es irgendwie schwierig ist, über Kuba zu diskutieren, weil es halt auch aus politischer Sicht, naja, halt auch unglaublich facettenreich ist. Ja, also die Missstände in Kuba haben definitiv verschiedene Ursachen. Hm. Meiner Meinung nach, und da unterscheide ich mich halt eben auch ganz fundamental von anderen Leuten, die auf Facebook Kuba-Gruppen betreiben. Ähm, Meiner Meinung nach ist die Hauptursache für viele Missstände tatsächlich die Wirtschaftsblockade seitens der USA, die seit mittlerweile mehr als 60 Jahren aufrechterhalten wird. Und genau, das ist im Grunde genommen dann halt auch häufig das Streitthema. Okay. Ähm, also ich bestreite Missstände in Kuba nicht. Das wird mir zwar auch ab und zu mal unterstellt, wobei ich dazu dann sagen muss, dass ich irgendwie auch gar nicht so richtig verstehe, warum. Also, Okay. also ich habe schon häufiger irgendwie über mich gelesen auf Facebook oder Mhm. auf Social Media im Allgemeinen, ich würde irgendwas auf Kuba beschönigen. Also das Ding ist, das tue ich überhaupt nicht. Das liegt mir auch absolut fern. Also ich habe lange genug auf Kuba gelebt, um zu wissen, was Sache ist, um zu wissen, was da los ist. Und ich weiß sehr genau, dass viele Kubanerinnen und Kubaner in Armut leben, dass sie täglich kämpfen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Mhm. Ich weiß, dass die hygienischen Zustände in den Krankenhäusern nicht die besten sind. Ich weiß auch, dass die Zustände in den Bildungseinrichtungen definitiv nicht die besten sind, ja, weil wer findet das schon toll, wenn irgendwie der Putz von der Decke fällt oder sowas oder auch mal ein größerer Brocken quasi. Okay. Und man sich fragt, ob man lieber ob man nicht lieber mit Helm in die Uni gehen sollte oder so. Safety first, ja. Also, ich meine, klar, also warum soll ich das beschönigen? Das Ding ist für mich völlig absurd. Also ich sage die Dinge in Kuba so wie sie sind oder zumindest so, wie ich sie halt erlebt habe. Und da gibt es gar nichts zu beschönigen. Also Kuba ist jetzt nicht das Paradies auf Erden. Kuba ist ein Land definitiv mit vielen Problemen. Mm, Und also von daher weiß ich nicht, warum manche Leute das über mich sagen. Irgendwie, ich würde Kuba irgendwie schönreden und versuchen wollen, Kuba als so das perfekte Urlaubsland zu verkaufen. Also man kann in Kuba definitiv einen schönen Urlaub verbringen, wenn man einfach Bock drauf hat, Urlaub zu machen, natürlich. Mm, Wenn man da leben möchte, ist es halt ein bisschen eine andere Sache. Mhm. Ja, also dann muss man halt wissen, dass Kuba eben natürlich nicht europäischen Standards entspricht. Ja.
Mm, Ja, so einmal ist es dass häufig auf Social Media so einfach irgendwas behauptet wird Mhm. und das wird dann einfach so in den Raum gestellt, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Darüber hinaus ist, wie gesagt, dann häufig das Streitthema auch, was sind die Ursachen für die vielen Missstände in Kuba? Und ich bin da, wie gesagt, der Meinung, dass es hauptsächlich an der Wirtschaftsblockade seitens der USA liegt. Ähm, ja, und andere Leute sind eben der Meinung, es liegt eher an der Ineffizienz der eigenen Regierung in Kuba. Und das kann natürlich auch sein. Also ich sage nicht, dass die Regierung jetzt irgendwie so toll ist und grundsätzlich immer alles richtig macht und so. Naja, aber ganz grundsätzlich, ich meine, wenn man sich das mal überlegt, also die Wirtschaftsblockade der USA, die, wie gesagt, vor etwas über 60 Jahren, also unmittelbar nach dem Triumph der Revolution, ist das Ding ja eingeführt worden. Und das Ding ist eingeführt worden, ganz konkret mit dem Ziel, und das kann man ja auch in den Dokumenten des State Department nachlesen, mit dem Ziel, die kubanische Regierung zu stürzen oder Kuba ganz grundsätzlich, also Kuba ökonomisch zu schaden und damit oder so stark ökonomisch zu schaden, dass man die Insel ins Chaos stürzt. Ja, Mhm. das ist so festgehalten. Und ja, und ich denke einfach, dass das richtig starke Auswirkungen auf Kuba hat. Auch wenn dieses Ziel, Kuba damit ins Chaos zu stürzen, bisher nie oder nicht richtig erreicht worden ist, Gott sei Mhm. Dank. Aber natürlich hat das seine Auswirkungen. Man muss sich einfach mal Ja, klar. vorstellen, die USA sind natürlich Haupthandelspartner Kubas oder an sich hätte Kuba das zumindest gerne so, weil es ist nicht so, dass die kubanische Regierung jetzt die USA abgrundtief hasst. Also das Verhältnis ist natürlich ein schwieriges, aber es ist jetzt nicht so, dass die kubanische Regierung sagt, wir wollen grundsätzlich nichts mit euch zu tun haben, sondern man sagt, wir wollen, dass ihr uns auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Und wenn ihr das machen könnt, dann gibt es zwischen uns Frieden, ja. Aber die USA, ich sage mal, die USA können es einfach nicht akzeptieren, dass Kuba praktisch so stark auf seine Unabhängigkeit pocht. Und ja, und von daher ist diese Blockade ja immer noch in Kraft und richtet nach wie vor Schaden an. Und das ist, also man muss ja kein Ökonom sein, um sich auszurechnen, dass das ein wirtschaftlicher Schaden ist, der natürlich krasse Auswirkungen auf Kuba Mhm. hat. Also klar, es gibt manche Ausnahmen, manche Bereiche sind nicht so hart von der Blockade betroffen. Das ist zum Beispiel der Lebensmittelbereich. Also Kuba hat zum Beispiel deshalb die Möglichkeit, auch Lebensmittel aus den USA zu importieren. Das machen die auch. Hühnchen wird zum Beispiel sehr viel aus den USA importiert, ist für die Kubaner auch wichtig, weil wenn es kein Hühnchen gibt, dann ist wirklich der Ofen aus. Aber da sprichst du gerade was an, ne? Weil gerade, also der Punkt Blockade, habe ich oft also ich habe oft gehört, existiert die Blockade wirklich? Warum gibt es dann halt Hühnchen in den Läden mit der amerikanischen Flagge drauf? Ja, also diese Stimmen hört man schon öfter mal, ne? Und von daher ist es da dann vielleicht nochmal im Detail tatsächlich zu recherchieren, was natürlich aus Kuba heraus schwieriger erscheint, aus dem einfachen Grund, weil sie erst seit 2018 letztendlich mehr oder weniger Internet haben und für viele das Internet aus Facebook besteht. Ne? Von daher, also Recherche muss da tatsächlich auch noch ein bisschen geübt werden. Ja. Von Ja, daher ist natürlich der Punkt, ne? Also bis wohin greift die Blockade, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was geht zu importieren, was geht nicht zu importieren. Und genau so ein Punkt halt, wie du gerade meintest, ne? Also Nahrungsmittel, in dem Fall speziell halt Hühnchen, weil das, wie gesagt, daran habe ich mich gerade erinnert, weil so eine Stimme hört man öfter mal aus Kuba. Ja, Blockade, wo ist denn die Blockade, wenn wir Hühnchen mit der amerikanischen Flagge haben? ja, aber das sind, ja, also
Ich weiß, dass solche Stimmen höre ich dann auch ab und zu immer wieder. Das sind einerseits kommt das natürlich von Leuten, die vielleicht tatsächlich auch einfach noch nicht die Möglichkeit gehabt haben zu recherchieren. Klar, das passiert, also kommt sicherlich auch von solchen Leuten. Und Mhm. dann kommt es aber auch von Leuten, die in meinen Augen einfach Demagogen sind und die sehr wohl recherchiert haben Mhm. und wissen, dass es diese Ausnahmen gibt und dann aber trotzdem zum Beispiel auf Social Media solche Sachen posten. Ja, also solche Okay. Leute gibt Ja. es Ja. meiner Meinung nach definitiv auch. Also Leute, die halt einfach Unruhe stiften wollen und genau, aber um nochmal kurz zur eigentlichen Blockade zurückzukommen, also der Lebensmittelsektor ist meines Wissens nach größtenteils oder eigentlich komplett ausgenommen. Also Kuba kann zumindest Sachen importieren aus den USA. Ähm, Der medizinische Bereich ist an sich auch ausgenommen. Also was heißt, dass Kuba dann auch ja, naja, halt einfach Medikamente importieren kann, zum Beispiel aus den USA. Mhm. Wobei man jetzt aber auch, also eigentlich zwei wichtige Bereiche, die quasi ausgenommen sind, wobei man jetzt aber dazu sagen muss, dass es in den USA viele Unternehmen gibt, also auch im medizinischen und im Lebensmittelbereich, die die aus Prinzip sagen, weil sie selber nicht richtig einschätzen können, wie weit die Blockade jetzt eigentlich greift, Mhm. dass sie dann grundsätzlich aus Prinzip sagen, wir machen das lieber nicht. Wir machen das lieber nicht, weil wir keinen Bock auf Ärger haben, Mhm. weil es immer wieder auch Fälle gibt, wo die US-Regierung Druck ausübt, zum Beispiel auf Lebensmittelunternehmen und dann irgendwie versucht, die Leute dann doch davon abzubringen, mit Kuba oder die Leute dazu zu bringen, mit Kuba keine Geschäfte mehr zu machen. Ja, also es ist so, dass auch in diesen Bereichen, die eigentlich ausgenommen sind, wird immer wieder politischer Druck erzeugt, damit da eben nichts zustande kommt. Und Mhm. die Unternehmen haben dann einfach Angst vor Strafzahlungen, weil die Strafzahlungen, die dann drohen, die sind die haben regelrecht astronomische Höhen. Also nur mal so als plumpes Beispiel, Ja. wenn McDonald's auf die Idee kommen würde, irgendwie in Kuba Geschäfte machen zu wollen, wäre auch die Frage, ob die Kubaner das wollen, aber gut. Aber jetzt erstmal, wenn die irgendwie auf die Idee kommen und sagen, sie treten ihrerseits so mit der kubanischen Regierung irgendwie in Verhandlungen und sagen dann, ja, wir öffnen jetzt irgendwie hier und dort eine McDonald's-Filiale, Mhm. es würden sofort Strafzahlungen in solch astronomischen Höhen drohen, dass McDonald's da auf jeden Fall die Finger von lässt, weil sich das halt einfach nicht lohnt. Das war jetzt nur als plumpes Ja, Beispiel. ja, Das gilt klar. natürlich Klar. äh, für alle anderen amerikanischen Unternehmen. Und man muss ja auch immer sagen, dass diese Blockade sich eben nicht nur auf amerikanische Unternehmen bezieht, sondern das eigentliche Problem dabei ist eben auch, dass, also vor allen Dingen so im Technologiebereich, wo ja, ich sag mal, vieles ist ja heutzutage made in China, ja, also Mhm. sei es nun, dass es irgendwelche Laptops, Handys etc. sind. Ähm, Häufig kommen aber Einzelteile auch nach wie vor aus den USA. Ja? Also nicht, weil Made in China draufsteht, ist ja jetzt nicht alles komplett aus China oder komplett in China produziert. Das muss nicht unbedingt so sein. Und das stellt Kuba vor ein Problem, Mhm. weil auch Unternehmen aus anderen Ländern, aus Drittländern quasi, aus Drittstaaten, die mit Unternehmen in den USA kooperieren, Genau. können mit Kuba keinen Handel betreiben. Denn wenn Sie das machen, sagen wir jetzt mal, ich bin Unternehmen XYZ zum Beispiel aus Deutschland oder aus irgendeinem anderen Land und ich möchte mit Kuba Geschäfte machen. Und im Technologiebereich jetzt zum Beispiel, ja. Mhm. Und ich habe aber meinerseits auch noch eine Kooperation mit irgendwelchen Unternehmen in den USA, die mit dem Geschäft, das ich mit Kuba machen möchte, vielleicht noch nicht mal so wirklich was zu tun haben. Dann
kann ich das trotzdem, kann ich die Kooperation mit Kuba trotzdem nicht Mhm. eingehen, weil ich sonst Gefahr laufe, dass mein anderer Kooperationspartner in den USA, ähm, dass der irgendwie dann in negativer Art und Weise davon betroffen ist und dass da dann irgendwelche Strafzahlungen drohen. Ja, Dass ich dann meinen Geschäftspartner verliere oder was auch immer. Ja, also sowas muss man sich halt immer vor dann Augen nochmal vor halten. Augen führen. Also Ja. was für unglaublich weite Kreise das zieht. Und ich finde es einfach Quatsch zu behaupten, ja, dass das gar nicht so richtige Auswirkungen auf Kuba hat. Also sowas sehe ich auch immer wieder auf Social Media. Mhm. Und da denke ich mir nur, das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach nicht nachvollziehbar für mich. Mhm. Vielleicht auch mal zum Vergleich, wie schnell sich sowas auswirkt, wenn man mit gewissen Ländern keinen Handel betreiben kann. Ich Ja. fand das sehr spannend. Ähm, also wenn man mal guckt, zum Beispiel betreibt ja sehr viel Handel mit China natürlich. Und wenn man im Saturn oder im Mediamarkt ist, ja, also die meisten Technologieprodukte kommen ja aus China. Jetzt in Zeiten von Corona ist es ja so, dass China ähm, nicht so viel, ähm, nicht so viel exportiert, also sei es nach Deutschland oder Mhm. grundsätzlich. Ähm, und das heißt, es kommt zu Lieferengpässen. Ja. Ja? Also natürlich ist da jetzt keine Blockade, es blockiert ja jetzt niemand, sondern die Chinesen sagen von sich aus hier wegen Covid und so, wir fahren das alles mal runter. Und ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal im Saturn warst oder so, aber wenn du momentan in den Saturn oder im Mediamarkt gehst, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die momentan nicht verfügbar sind. In der Handyabteilung ist mehr als die Hälfte der Handys, die da im Angebot angepriesen werden, sind nicht verfügbar, müssen erst nachbestellt werden. Äh, und auch nicht nur bei Handys, sondern auch bei anderen Sachen. Ganz, ganz viele Sachen, die momentan nicht da sind, Ja, das stimmt. äh, weil die Chinesen eben nicht liefern. Und als ich das halt mitbekommen habe, weil ich mir selber kürzlich ein neues Handy kaufen wollte, dachte ich mir so, okay, jetzt sieht man mal, wenn man quasi, wie krass sich sowas auswirken kann, wenn man quasi mit seinem Haupthandelspartner oder eigentlichen Haupthandelspartner keinen richtigen Handel betreiben kann. Wie schnell das geht, dass Mangelzustände Mhm. ähm, äh, Ja, schon. quasi Ja, auftreten. Ne? ja, ja. Das ist halt wirklich sehr weit ausgeholt, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass Nee, man, das ist ja absolut ein Punkt. Ne? Also speziell zum Thema Blockade, also, genau, also das, was du erzählt hast, ist absolut richtig. Ne? Also das kann ich auch nur so unterschreiben. Im Detail muss ich für mich tatsächlich auch sagen, ich musste auch recherchieren, ne? Speziell halt die Punkte, was ist genau freigegeben, was ist nicht freigegeben. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt so erstmal nicht sagen. Von daher an der Stelle würde ich das jetzt erstmal nur so wahrnehmen und sagen, das, was du gesagt hast, wird wohl richtig sein bezüglich Lebensmittel etc. Ne? Aber das sind da so entscheidende Punkte, ne? Woran sich vieles dann auch ausmacht. Ne? Und auf jeden Fall. womit man halt dann auch entsprechende Argumente teilweise auch einfach widerlegen kann. Ja. Ja, Wobei halt so der definitiv. Punkt auf der anderen Seite wiederum, ne, also unabhängig von der Blockade, entsprechend die entsprechende kubanische Regierung, ne, ich persönlich, hatte ich ja auch schon mal im Vorfeld gesagt, ne, ich bin weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite entsprechend derjenige, der sagt, es liegt hauptsächlich daran. Ähm, Hast du ja auch schon mehr oder weniger gesagt, letztendlich sehe ich da so ein bisschen die Mischung macht's. Ne? Und wenn ich mir gerade halt viele gesetzliche Änderungen, die jetzt auch zuletzt stattfanden, anschaue, wenn die dann tatsächlich so in der Praxis umgesetzt werden, dann frage ich mich, warum das nicht schon so sehr viele Jahre vorher passiert ist. Ne, wenn es halt um die Landwirtschaft geht beispielsweise, ne, das dann heißt, okay, sollte halt die kubanische Regierung nicht zahlungsfähig sein, dann hat der Bauer die entsprechenden Rechte, anderweitig seine entsprechenden Güter zu verkaufen. Na, das war im Vorfeld nicht gegeben. Na, oder generell halt auch Überschüsse, die er selbst erwirtschaftet, dass er diese eigenständig verkaufen kann. Das war vorher nicht gegeben. Na, das sind halt nur so kleine Sachen, die halt dafür sorgen letztendlich, dass halt die Wirtschaft vielleicht auch wieder so ein bisschen, also die Landwirtschaft in dem Sinne,
angekurbelt wird, ne? Und dadurch einfach wiederum, wenn es dann darum geht, naja, Nahrungsmittel im Land, meine Familie kommt aus Contra da Maestre, das ist halt zwischen Bayamo und Santiago. Das ist halt so die Gegend, wo relativ viel Zitrusfrüchte entsprechend normalerweise vorherrschen oder existieren. Gibt's nicht. Ne? Also es gibt zurzeit nicht wirklich was an Limonen oder ähnliches vor Ort. Ne? Also es herrscht halt ein Mangel. Ne? Und das halt an Orten, wo es normalerweise ja in den jeweiligen Punkten immer irgendwelche entsprechenden Produkte gibt oder gab. Ne? Und da muss man dann aber auch gucken, okay, das hat jetzt wiederum nichts mit der Blockade zu tun. Aber na klar, das sind halt so manche Punkte, die gehen wir rein ins Thema. Ne? Wenn es dann meinetwegen geht um Samen, ne? Für die Landwirtschaft oder entsprechende Maschinen oder. Ne? Also da geht es natürlich dann wieder in die Blockade rein, ne? Also thematisch gesehen. Ne? Richtig. Aber dennoch sind halt diese Gesetzesänderungen schon von vornherein ein Schnitt ins eigene Fleisch gewesen, dass man sich von vornherein schon hat freigegeben, ne? Dass man halt eigenständiger mehr erwirtschaften kann. Na, weil wenn ich jetzt als Kubaner im Vorfeld weiß, okay, ich muss jetzt so und so viele Tonnen erbringen und alles, was darüber hinausgeht, ist für die Katz. Ne? Oder ich Ja. sag mal so ein bisschen schwarz für mich. Ne? Dann werde ich da auch nicht unbedingt meine Energie zu 100% reinstecken. Wenn ich aber weiß, okay, ich erwirtschafte wirklich für mich, ne? Was ja wiederum konträr zum Sozialismus steht, ne? Aber das ist halt der Punkt, ne? Okay, dann bringe ich halt eine entsprechend andere Arbeitskraft rein. Ja, und da sehe ich schon den Wandel in den letzten Jahren und bin da halt auch tatsächlich ja, guter Dinge, dass halt genau diese Gesetzesänderungen, die halt immer weiter voranschreiten, dafür sorgen können, zumindest können, dass sich Kuba da auf zumindest dieser Ebene so ein bisschen fängt. Na, unabhängig jetzt von der Blockade. Aber wie gesagt, also selbst die Blockade ja, ist halt thematisch trotzdem irgendwo mit dabei, wenn es dann halt um entsprechende Arbeitsmittel, Arbeitsmaterialien, wie auch immer geht. Ne? Also komplett frei ist man davon natürlich nicht, auch wenn man viel aus China entsprechend bekommt in dieser Richtung. Ne? Aber ja, die Möglichkeit wird dann trotzdem limitiert. Mhm. Ja. Ja, da sprichst du definitiv ja, richtige und wichtige Punkte an. Also ich sehe das auch so, dass das in der Landwirtschaft definitiv mehr Anreize braucht für die Landwirte, dass sie eben produzieren. Und darüber hinaus muss ich aber auch sagen, also genau, also erstmal, was du auch erwähnt hast, genau, dass die Blockade eben immer auch irgendwie greift, ja, also auch in diesen Bereich dann hineingreift. Also wenn es zum Beispiel um den Einkauf von Maschinen, also zum Beispiel von Traktoren und so weiter geht, das ist für Kuba ungemein schwierig oder man muss es quasi immer irgendwie über Umwege machen. Und genau. Und ich würde das noch ergänzen um einen Punkt. Der hat jetzt wenig mit der Blockade eigentlich zu tun, sondern auch eher so mit internen Problemen, ähm, die es im Grunde genommen, die im Grunde genommen aber auch schon aus der Zeit vor der Revolution herrühren. Und zwar ist das die Tatsache, dass man sich in Kuba jahrhundertelang, kann man schon sagen, eigentlich so, ich sag mal, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts massiv auf den Anbau von Zuckerrohr konzentriert hat. Ja, das hat natürlich, also das hat insofern historische Ursachen, als das, also erstmal war Kuba eigentlich, ich sag mal so, von Beginn der Kolonisation, also ab dem 16. Jahrhundert, ist in Kuba eigentlich gar nicht wirklich Zuckerrohr angebaut worden. Das kam dann Ende des 18. Jahrhunderts, war in erster Linie eine Auswirkung der haitianischen Revolution. Also in Haiti ja, haben die Sklaven Ende des 18. Jahrhunderts Revolution gemacht, haben die Plantagenbesitzer fortgejagt, häufig auch getötet und
Genau, und bis zu diesem Zeitpunkt war Haiti quasi, naja, das Land für Zuckerrohranbau schlechthin. Also die haben damit auch ordentlich Geld gemacht. Also diese ganze Wirtschaft, die aus Ausbeutung und Sklaverei basierte, genau, die wurde quasi durch diesen Zuckerrohranbau da am Leben gehalten. Das Ding ist dann quasi explodiert und ja, und was ist dann passiert? Also die ganzen, also vor allen Dingen französische Plantagenbesitzer sind halt nach Kuba rüber und haben dann da mit dem Zuckerrohranbau begonnen. Ja, also das nur mal kurz so als historischer Mhm. Hintergrund so, Ja. damit, weil viele Leute wissen das, glaube ich, nicht, dass das dadurch quasi erst entstanden ist. Genau, also dann ging das los in Kuba und ich komme aber auch gleich zum Punkt. Genau, und man hat zu der Zeit damit angefangen und es hat sich auch in Kuba innerhalb von kurzer Zeit zu einem Riesengeschäft entwickelt. Ja, also innerhalb von wenigen Jahren oder wenigen Jahrzehnten war es dann auch so, dass die gesamte Wirtschaft der Insel dann quasi auch vom Zuckerrohranbau abhängig war. Und genau, also man hat richtig krass auf diese Monokultur quasi gesetzt und ja, hat sich dann in der Landwirtschaft dementsprechend dann auch darauf konzentriert. Also, sodass alles andere, sage ich mal, so ein bisschen hinten rübergefallen ist. Mhm. Und, mh, und das hat sich, also von diesem Zeitpunkt an, bis zum Triumph der Revolution und auch darüber hinaus hatte sich quasi diese Denke so festgesetzt, so nach dem Motto, also Zucker ist quasi unser wichtigstes wirtschaftliches Gut. Wir brauchen Zucker, wir brauchen unbedingt Zucker, das können wir verkaufen, damit können wir Geld machen und so weiter. Und das stimmte ja auch, oder zumindest den größten Teil der Zeit stimmte das, wobei es auch gerade Anfang des 20. Jahrhunderts immer mal wieder ich sag mal, zu kleineren Krisen kam, weil zwischendurch der Weltmarktpreis für Zucker immer mal wieder einbrach, was auf Kuba dann immer gleich verheerende Folgen hatte. Und man hat aber im Grunde genommen auch damals schon, also auch vor der Revolution, nicht die Konsequenzen draus gezogen und versucht, sich irgendwie vom Zucker so ein bisschen zu lösen. Ähm, und in den ersten Jahren nach dem Triumph der Revolution hat man das Ganze dann sogar quasi auf die Spitze getrieben. Und dann gab es ja, wann war es? Ich meine, 67, 68 war es. Da gab es ja die sogenannte Gran Safra, also die große Ernte. Das war im Grunde genommen ein Mammutprojekt, das vorsah, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen oder Milliarden Tonnen an Zuckerrohr anzubauen Mhm. oder an Zucker zu produzieren. Mm, Also da hat man wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um so viel Zucker wie möglich zu produzieren. Ja, okay. Und genau, und also ich habe mir da auch Geschichten von älteren Kubanern erzählen lassen, also Kubaner, die zum Beispiel, also die irgendwie, was weiß ich, Bürotätigkeiten ausüben und so und die wurden alle auf die Zuckerrohrfelder geschickt, ja, über Wochen oder über Monate, also alles Okay. lag quasi brach und alles wurde reingeballert Hauptsache Zucker. in den Zuckerrohranbau. Genau, und das Problem an der ganzen Sache war, dass es im Grunde genommen schon Hinweise darauf gab, dass der Weltmarktpreis für Zucker ähm, in, in naher Zeit drastisch sinken würde. Da gab es entsprechende Warnungen. Fidel Castro hat nicht drauf gehört und wollte das Projekt unbedingt vorantreiben und durchsetzen. Und man muss auch dazu sagen, die USA waren da auch nicht ganz unschuldig. Also dieser Preis Inwiefern? ist nicht einfach so Achso, gefallen, sondern der Drop. man hatte auch Okay. gewisse Mhm. Hebel in Bewegung gesetzt, um das zu verursachen. Ähm, Genau. Und ja, letzten Endes war es so, man hat tatsächlich eine Rekordernte eingefahren. Also es war dann tatsächlich die größte Zuckerrohrernte in der Geschichte Kubas. Aber tatsächlich war es dann so, dass
dass der Weltmarktpreis für Zucker dann wirklich drastisch einbrach und ja, und dass Kuba dann auf einer Rekordernte saß, die man dann letzten Endes für ein Apfel und ein Ei verkaufen musste. Die Sowjetunion hat dann quasi ein Solidaritätsangebot gemacht und hat dann große Mengen von dieser riesigen Zuckerernte für einen Preis abgekauft, der noch über dem Weltmarktpreis lag. Aber das war trotzdem immer noch wesentlich weniger als das, womit man ursprünglich gerechnet hatte. Ja. Genau. Und diese, lange Rede, kurzer Sinn, diese Gran Safra ist quasi, naja, wie soll ich sagen, das ist im Grunde genommen, ist das mit die Hauptursache dafür, erstmal, warum die Zuckerindustrie brach liegt. Ja, also es gibt ja immer noch viele, wie soll ich sagen, so stillgelegte oder brachliegende Zuckerrohrplantagen auf Kuba, wo heutzutage nichts mehr gemacht wird. Das hat seine Ursache darin, also dieser große Fail, sage ich mal. Und genau, das ist aber auch mit die Ursache dafür, warum die Landwirtschaft eben allgemein brach liegt. Ja, weil man hat, wie gesagt, seit Jahrhunderten konzentriert man sich auf dem Anbau dieser Monokultur, und dann kam eben diese Gran Safra als grandioser Höhepunkt dazu, in Anführungsstrichen. Und genau, also das ist eben die Erklärung dafür, warum, oder eine der Erklärungen dafür, warum es in Kuba landwirtschaftlich auch ganz schlecht aussieht. Das ist auch der Grund dafür, warum ich es manchmal nicht verstehen kann, wenn irgendwie ja, Leute sagen oder sich beschweren, ja, hier gibt es noch nicht mal mehr Zucker, wir sollten endlich mal wieder anfangen, richtig Zucker anzubauen und so, dann geht es uns wieder gut. Und das Ding ist, diese Denke setzt sich halt immer weiter fort, und das ist halt meiner Meinung nach einfach nicht richtig, weil mit Zucker kann man heutzutage nichts mehr anfangen. Ja, das Zeug ist auf dem Weltmarkt nichts mehr wert, und Kuba täte eben gut daran, sich vom Zucker zu lösen, Stück für Stück. Ich glaube, das macht man mittlerweile auch. Also, obwohl man natürlich versucht, zumindest den eigenen Bedarf an Zucker dann selbstständig zu decken. Man hat ja in den letzten Jahren auch viel Zucker aus Brasilien importiert beispielsweise, aber die Regierung sagt mittlerweile, okay, wir sollten versuchen, zumindest den eigenen Bedarf wieder zu decken. Aber es ist jetzt nicht so, dass man weiterhin sagt, okay, Zucker ist jetzt irgendwie unser Hauptding, sondern man legt mittlerweile viel Wert darauf, die Landwirtschaft eben zu diversifizieren und sich so nach und nach von diesem Zuckerdiktat quasi zu lösen. Ja, die Frage Ja, wieder ist, sehr weit ausgeholt. alles gut, so soll es sein. Ja, ne, wie du schon sagst, ne, letztendlich ist da natürlich dann, man hat einen Plan, und die Frage ist halt in der Praxis, wie wird er umgesetzt, beziehungsweise wie kann er umgesetzt werden. Ja, Diversifikation ist an der Stelle, denke ich, auch entsprechend wichtig, und kubanischer Erdboden bietet auf jeden Fall auch entsprechende Nährstoffe, dass da doch so einiges wachsen kann, und nicht nur entsprechender Zuckerrohr. Und es werden ja noch andere Sachen angebaut, ne? Aber genau, viele Sachen werden angebaut und reichen auch nicht mal für den eigenen Bedarf, wenn man halt meinetwegen an der Stelle Thema Kaffee mit reinbringt. Ne? Und von daher, ja, um nochmal quasi nochmal das Thema an der Stelle halt vielleicht abzuschließen. Ne? Also letztendlich die Gesetzesänderungen sind ein wichtiger Schritt, gerade auch in dem Punkt, ne, dass halt ja, die Wirtschaft einerseits sich vielleicht auch in den Eigenbedarf entsprechend decken kann, andererseits dann allerdings auch entsprechende Überschüsse vielleicht dann irgendwann erwirtschaftet werden können, dass diese auch exportiert werden können. Dafür muss man natürlich auch wiederum einen Markt haben, der verfügbar ist, und da sind wir wieder bei der Blockade, die gegebenenfalls greift, und wie gesagt, ich für meinen Teil gerade mit dem Punkt Blockade muss da auch auf jeden Fall nochmal nachlesen, bis wohin die konkret reicht und was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Da bin ich auch nicht auf der Höhe, muss ich sagen. Ja, Ja.
Darf bitte. ich kurz einhaken? Na klar. Oder wolltest du noch was Nee, sagen? bitteschön. Ja, das Ding ist ja auch, dass sich das ja auch ständig ändert. Also, ich sag mal, der Rahmen dieser Blockadebestimmung ist im Großen und Ganzen seit 60 Jahren Ja. der gleiche, aber die Details ändern sich immer mal wieder. Ja, das ist dann zum Beispiel, wenn man jetzt sich vor Augen führt, dass zum Beispiel zur Zeit der Trump-Administration sind insgesamt, ich glaube, es sind 237 weitere Punkte, die quasi jetzt Das waren zur relativ viele, Zeit, ja, ja, ja. Also zur Zeit ich hätte Trumps. jetzt 100 irgendwas gesagt, kann auch 200 irgendwas sein, auf jeden Fall, ja, ja. Ja, ich meine, es sind 237 Punkte, um die diese Sanktionsliste quasi Ja, ergänzt eben wurde. drum, eben drum. Ähm, Das sind, also ich kann die im Einzelnen natürlich auch nicht aufzählen, aber ich Ich? glaube, es sind häufig sind es auch Bereiche, die nicht unbedingt so wichtig sind, also wo es quasi schon sehr ins Detail geht quasi. Aber klar, aber dann gibt es wiederum auch Bereiche, wo das wirklich sofort Wirkung zeigt. Also wenn es da zum Beispiel irgendeinen Erlass gibt, der dann besagt, dass von heute auf morgen keine US-Kreuzfahrtschiffe mehr nach Kuba fahren können, dann ist das natürlich eine absolute Katastrophe. Ja? Also ich weiß nicht, ob du es selber mal gesehen hast, in Havanna zum Beispiel, da war es ja dann die letzten Jahre so, dass da eigentlich täglich mindestens zwei Kreuzfahrtschiffe auch anlegten. Mhm. Und ja, die waren häufig auch relativ gut belegt, sage ich mal. Also sind dann jeweils, was weiß ich, da bis zu 500, 600 Leute drauf. Die legen dann da an tagsüber und ja, und diese 500, 600 Leute, die dann da drauf sind, die verbringen dann den Tag in der Altstadt Havannas oder auch in Centro Ja, Havana. Und klar, das bringt natürlich jede Menge Schwung Devisen. ins Tagesgeschäft. Ne? Und wenn die dann auf einmal fehlen, natürlich macht sich das sofort bemerkbar, wenn du täglich ein paar hundert Touristen weniger hast. Also Das stimmt, ja. ja, Ja, das und auf jeden Fall, ne? Original, vielleicht auch einfach die Geldtransfer seitens USA, ne, an Familie in Kuba oder generell halt Geldtransfer von USA nach Kuba. Ja, wenn es halt von einem Moment auf den anderen auch nicht mehr funktioniert. Und ich sag mal, hatte mal gelesen, dass so ungefähr 30% der Kubaner halt entsprechend Familie im Ausland hat, beziehungsweise regelmäßig Geldtransfers aus dem Ausland erhält. Na, hm, und da haben wir natürlich jetzt aus Europa gesehen noch mal ganz andere Möglichkeiten. Ne, aber aus den USA, wo ja doch ein Großteil der entsprechend im Ausland lebenden Kubaner dann ist, wenn diese Geldtransfers dann auf einmal aufhören, merkt man es auch. richtig. Richtig, wenn es aufhört, genau, wenn es aufhört oder also über Western Union war Genau. es dann jetzt nicht mehr möglich. Wobei ich von Western Union auch gehört habe, dass man nach wie vor an einer Lösung arbeitet. Also die haben natürlich auch ein Ja, Interesse daran, irgendwie ihr Geschäft da fortzuführen und sind da irgendwie hinterher, dass sie es irgendwie dann in baldiger Zukunft wieder richtig machen können. Mm, genau. Und ja, aber das ist auch ein ganz gutes Ähm, Stichwort, was du sagtest bezüglich Banküberweisungen und so oder halt einfach Geldüberweisungen im Allgemeinen. hm, Also klar, von den USA aus ist es definitiv nochmal schwieriger als von Europa aus. Aber, also wir haben Möglichkeiten, aber ja, auch da gibt es ja immer mal wieder Schwierigkeiten bei verschiedenen Anbietern, also dass sie dann das Geschäft vorübergehend aussetzen, weil es irgendwie Ärger gibt oder weil sie Angst vor Ärger haben. ja. Also von Phone Money weiß ich zum Beispiel, dass sie es vorübergehend eingestellt hatten. Jetzt haben sie es wieder aufgenommen. Mm, und dann aber auch diverse deutsche Banken. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen nenne ich jetzt lieber keinen Namen, aber äh,
Also, na, ich kann's ja sagen, ich meine, es war die Commerzbank, ja. Die Commerzbank hatte vor ein paar Jahren tatsächlich eine Strafzahlung leisten müssen und die Commerzbank hat es meines Wissens auch entsprechend eingestellt. Wiederum die Mhm. Tochtergesellschaft, die kommen direkt, dort ist es wiederum möglich. Also Oh, okay. diese ganze Konstrukt ist mir noch nicht ganz klar, weil ich bin bei der Comdirect, ich überweise halt über Comdirect nach Kuba, deswegen Mhm. weiß ich, es kommt an. Ne, Was kostet denn das, aber wenn man mal so fragen darf? unterschiedlich, kommt auf die Menge an, aber ich sag mal so, meistens unter 10 Euro. Okay, das ist ja So. korrekt. Ja. Von Mhm. daher ist es, denke ich mal, auch vollkommen in Ordnung. Man hört von manchen anderen Banken teilweise weitaus größere Servicegebührsummen. Mhm. Aber ich sag mal, wie du schon sagst, es gibt ja auch diverse Internetdienstleister, Phone Money, Small World und noch andere, die mir jetzt gar nicht einfallen. Ne? Und da zahlt man natürlich weniger, das auf jeden Fall. Aber Mhm. vielleicht bin ich da noch so ein bisschen oldschool, ich weiß es nicht. Aber Ja. da habe ich meinen Kontakt zur Bank und überweist es da ganz schnell und im Regelfall ist es auch innerhalb von ein, zwei Tagen halt auf dem Konto in Kuba. Und Mhm. gut, am Ende zahle ich vielleicht 3, 4 Euro mehr, aber irgendwo habe ich da für mich eine größere Sicherheit. Mhm. Ja, beziehungsweise habe ich auch einen Ansprechpartner, wenn das Geld vielleicht doch mal ein bisschen länger unterwegs ist. Ne, was dann halt meistens an der Zentralbank in Havanna liegt, wie sich herausstellt, bis es dann letztendlich dann in der auf dem entsprechenden Konto ankommt. Okay. Ja, Ja, passiert. Die bürokratischen Mühlen malen ja manchmal ein bisschen langsam in richtig, Kuba. richtig, Aber richtig. Aber gut, wie gesagt, noch ist bisher alles angekommen. Von daher kann ich da auf jeden Fall bestätigen, kommen direkt, da geht's. Commerzbank wiederum wohl nicht. Und das ganze Konstrukt, wieso, weshalb, warum es bei der einen geht, bei der anderen nicht, wird trotzdem das eine die Muttergesellschaft ist, wo ich eigentlich ausgehe, dass da die gleichen Voraussetzungen vorherrschen, aber anscheinend doch nicht. Von daher, aber gut, man muss da jetzt auch nicht alles verstehen. ja, das treibt aber auch manchmal ganz komische Blüten. Also ich habe das jetzt auch die Tage wieder erlebt, wie das zum Beispiel mit PayPal ist. Mhm, Also gut, also mit PayPal kannst du ja sowieso kein Geld nach Kuba senden, weil Kubaner gar kein PayPal-Konto haben können. Das ist ja wiederum auch sowas. genau. Ach so, und auch ganz interessant, so nebenbei. Also ich meine, klar, also Kubaner können halt kein PayPal-Konto haben. Aber was ich auch sehr krass fand, das habe ich bei einem kubanischen Freund, der hier zu Besuch war, kürzlich, mh, oder beziehungsweise was heißt, also er lebt jetzt auch in Deutschland. Mhm, Er hat jetzt hier auch geheiratet und der hat tatsächlich Probleme damit, hier ein Bankkonto zu eröffnen. Ja, also okay. und die Erklärung dafür ist die Blockade. Ja, Ach, tatsächlich. also so nach dem Motto, Okay. manche deutsche Banken sagen dann, Kubaner können bei uns oder kubanische Staatsbürger können bei uns kein Bankkonto haben, geht nicht. Okay. Und also das hat mich dann auch Ist gewundert. das eine bayerische Bank oder was? Bitte? Ist das eine bayerische Bank? Ich weiß Ah, es nicht, aber ja, ist auch äh, seltsam, ja. Aber gut, ja klar, so kann ich mir schon vorstellen. Ne? Also ich hatte da jetzt noch keine Berührung mit, dass da irgendwelche Probleme aufgetaucht sind bei der Bankeröffnung oder generell Kontoeröffnung. Ne? Aber klar, wenn es dann halt doch irgendwo diese Verzweigungen miteinander gibt und dann die eine Bank halt in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen hat entsprechend, dass diese und jene Länder halt eher hm, nicht entsprechend halt aufgenommen werden. Ich meine, ich weiß gar nicht, ich nenne es mal Hausrecht in dem Sinne, da gibt es natürlich einen anderen Begriff für, ne? Aber letztendlich kann ja jede Bank in dem Sinne entscheiden, wer halt auch ein Konto erhält. Ne? Und wenn hm, diese Einschränkungen bestehen, ist es auf jeden Fall seltsam, definitiv. Hatte da noch nichts von gehört in die Richtung, aber ich kann es mir grundsätzlich vorstellen. hm. Ja. Aber Ja, ja genau. gut. Und also diese Sache gibt es halt und
Dann, was ich eigentlich erzählen wollte mit PayPal, also ich mache ja ab und zu Kuba-Vorträge, sowohl an Mhm. der Volkshochschule Halle als auch an der Volkshochschule Leipzig, aber auch privat, von mir selber quasi eigenorganisiert. Und für einen dieser privaten Vorträge, da wollte mir neulich eine Dame, die wollte mir dann noch ein bisschen Geld über PayPal schicken. Es handelte sich um einen Kleinstbetrag von 6 Euro. Ja. Ähm, und, ähm, In der und dann habe ich Beschreibung hat sie einen Verwendungszweck wahrscheinlich irgendwas mit Kuba und dann wurde es gesperrt. richtig, also, Ja, okay. also sie hat irgendwas, also sie hat dann auf jeden Fall Kuba erwähnt bei Verwendungszweck Mhm. und ich habe das dann in meinem PayPal-Konto sehen können und Okay. beziehungsweise ich war schon per E-Mail benachrichtigt worden, dass irgendwie genau, dass ich eine Zahlung erhalten hatte, die jedoch geprüft werden muss. Mhm. Und ja, das war aber so eine allgemeine E-Mail, da haben die es jetzt gar nicht weiter erklärt. Die haben einfach gesagt, bei manchen Zahlungen kann das manchmal vorkommen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann habe ich da reingeguckt, weil als ich das gelesen hatte, dachte ich mir schon so, oh mein Gott, wer hat mir denn jetzt ganz viel Geld überwiesen oder so? Weil ich meine, Hoffentlich. wenn die mit so einer Prüfung kommen, dann denken die ja wahrscheinlich Ja, irgendwas ja, mit klar. Geldwäsche oder so, keine Ahnung. Und dann gucke ich in mein PayPal-Konto rein und dann sehe ich diese 6 Euro wo dann da steht, offen halt einfach oder in Prüfung. Mhm. Da sagst du so, hä, warum, also was genau muss denn jetzt geprüft werden? Und Mhm. ich musste wirklich drüber nachdenken, weil ich halt auch nicht drauf kam. Und dann fiel aber der Groschen irgendwann und ich dachte mir so, verdammt, die prüfen das jetzt, weil da Kuba im Verwendungszweck Macht mir auch. mit drin steht. Und ich habe schon auch nochmal gegoogelt und ja, tatsächlich, gab schon reihenweise solche Fälle, sei es bei PayPal oder aber auch bei Banküberweisungen. Bei Banküberweisungen zum Beispiel von Leuten, ähm, die an irgendwelche Solidaritätsorganisationen, sei es jetzt Kuba C Mhm. oder sei es die humanitäre Kuba-Hilfe, die einfach an die spenden wollten im Rahmen irgendwelcher Spendenaktionen und dann im Verwendungszweck auch irgendwas von Kuba Kuba-Spende, angegeben haben Kuba-Hilfe. Ja, ja. und wo die Spendengelder dann nicht überwiesen wurden, also oder blockiert wurden quasi oder eingefroren, was auch immer. Ja, ja. Auf jeden Fall wurden sie halt nicht gut geschrieben und ja, also da gibt's schon diverse Geschichten halt auch mit deutschen Banken so. Und Glaube ich. ja, und da denke ich mir halt auch wieder so, okay, das ist jetzt an sich ist das erstmal nur ein Detail, äh, aber insgesamt ist der Schaden, der da über Jahre oder Jahrzehnte entsteht, bestimmt auch nicht so klein. Nö, Also und von diesen Details gibt es halt sehr, sehr viele. Ne? Das ja, ist es dann halt. ja. Ja. Aber jetzt hast du gerade selber schon ein bisschen den Übergang gebracht, nämlich Hm. deine Kurse an der Volkshochschule. Dazu wollte ich vielleicht auch noch mal kurz was fragen, wenn du noch den Mhm. Moment hast, weil wir sind jetzt auch schon über 1,5 Stunden dabei. Also je nachdem, wie du jetzt noch Zeit hast. Aber zum Thema ja, Vorträge, du machst es ja einerseits, habe ich gesehen, bei den Volkshochschulen, hast du auch gesagt, ne? Andererseits habe ich auch gesehen, online machst du teilweise auch Kurse. Ich weiß nicht, ob du die jetzt vor der aktuellen pandemischen Lage auch in Persona gemacht hast irgendwo oder ob es tatsächlich immer, wenn du es ständig organisierst, online stattfindet. Ähm, Wie kam es dazu, beziehungsweise seit wann machst du das? Was sind so die Themen, die du dort besprichst? Also also das allererste Mal so einen Kuba-Vortrag gehalten habe ich tatsächlich schon nach meinem ersten Studienaufenthalt, dort, also 2013. Da habe ich das zum allerersten Mal gemacht und dann aber längere Zeit eigentlich gar nicht. Und dann halt wiederum nach meinem zweiten Studienaufenthalt habe ich dann richtig damit angefangen und ja, habe das seitdem, ja, 7, 8 Mal gemacht, Mhm. genau. Und auch in Präsenz, also vor der pandemischen Lage eben in Präsenz. Und genau, seit Corona habe ich das jetzt ein paar Mal online gemacht. Mhm. Ja, und
Dann hast du noch gefragt, was darin vorkommt, ja, oder worum Na es genau, geht. also was so die Themen halt in diesem Vortrag sind. Also worauf legst du da einen Schwerpunkt? Ne? Also um was geht es denn im Allgemeinen? Genau, also einerseits gebe ich so einen kleinen Kurzüberblick über kubanische Geschichte. Mhm. Ich führe die Leute dann tatsächlich so ganz kurz ein in 500 Jahre Geschichte der Insel also seit der sogenannten Entdeckung Amerikas ähm, bis heute. Genau. Und dann geht es aber natürlich hauptsächlich um meine Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, um das Alltagsleben in Havanna, um Mhm. das Alltagsleben an der Universität Havanna und ja, und halt einfach um Dinge, in die ich da so ein bisschen einen Einblick bekommen habe. Mhm. Und die, glaube ich, interessant sind für Leute, die noch gar keine oder noch nicht so viel Zeit verbracht haben in Kuba. Also Das schon so heißt, ein bisschen Anekdoten getrieben. genau, ja. Also ich habe da auch wirklich einige auf Lager. Was ich immer ganz gerne erzähle, Mhm. ja, sind so ein paar Dinge, die mir passiert sind im Rahmen eines Fernsehdrehs. Ähm, ich habe den Dreh einer Sat.1-Reportage begleitet, Mhm. beziehungsweise ich habe die auch vorbereitet. Also das ist so ein Reisemagazin, das nennt sich Grenzenlos. Ich glaube, das läuft auch immer noch auf Sat.1, immer so sonntags 18 Uhr oder so. Die sind dann jedes Mal in einem anderen Land und in einer anderen Stadt und genau stellen das dann so eine Stunde lang vor, Mhm. beziehungsweise begleiten da Leute in ihrem Alltag. Genau, und ich habe diese Reportage eben vorbereitet. Also das heißt, ich habe halt vorher Drehorte ausgekundschaftet, habe Entschuldigung, wie kam es jetzt überhaupt zu dem Kontakt? Also wie kamst du, ich meine, du warst da Student vor Ort, ganz einfach. Gab es da irgendwie eine Anfrage an der Universität oder also wie kamst du überhaupt zu dem Kontakt? über Facebook, über Über eine der Facebook, okay, Facebook-Gruppen. Ja. okay. Und ja, also so kam es zu dem Kontakt. Ich habe mich sofort darauf gemeldet, habe gesagt, ja, ich bin vor Ort und ich kann hier helfen mh, und das entsprechend vorbereiten. Mhm. Ja, und dann habe ich potenzielle Drehorte ausgekundschaftet, habe mit Leuten, die für die Reportage in Frage kamen, Kontakt aufgenommen, habe die zu Hause besucht, habe mit denen gesprochen, denen das Ganze erklärt etc. Und ja, habe mich auch um Drehgenehmigung gekümmert. Also eigentlich alles, was dazu gehört. Ja, wie soll ich sagen, da sind einige witzige Dinge passiert, Mhm. aber auch einige Dinge, wo ich wirklich dachte, okay, wenn das hier so weitergeht, dann kann ich bald nach Hause fliegen. Hier klappt ja gar Weil, nichts. bitte? Hier klappt ja gar nichts. Ja, ja, so auch nach dem Motto, also da ich mich ja um die Drehgenehmigung und so kümmern musste, ich musste dann mit einem Herrn beim Innenministerium sprechen und der hat mir dann auch sehr deutlich verklickert, dass wirklich nur das gedreht wird, was auch genehmigt worden war. Mhm. Also wir hatten da eine konkrete Auflistung mit Sachen, die gemacht werden durften. Ja, und natürlich hatten die Leute vom Sat.1-Team dann aber nochmal eine andere Liste mit Klar. mit Wenn Sachen, man von schon mal denen da ist. ja, genau, von denen sie wussten, dass sie die gar nicht beantragen brauchten, weil Okay. es wahrscheinlich eh nicht durchgegangen wäre oder unnötig Ärger hätte geben können. Keine Ahnung. Und ja, genau. Dann haben wir zum Beispiel so Sachen gemacht wie, dass wir waren bei einem Filmverkäufer, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es auf Deutsch nennen soll, aber du kennst ja diese kleinen Läden, sag ich mal, wo du mit deinem USB-Stick hingehst Ach so, ja, 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 ja. äh, und der Verkäufer zieht dir dann da Filme, Videos, Musikalben drauf und so weiter. Ich nenne es das kubanische Netflix. Ja, genau, das kubanische Netflix, ja. Ja, und ja, diese Leute verkaufen ja auch manchmal das sogenannte Pakete.
Mhm. was ja so eine Zusammenstellung von Fernsehsendungen und Filmen und so weiter aus aller Welt, aber hauptsächlich auch aus den USA ist. Und genau, was ja in Kuba, wie soll ich sagen, also es ist, glaube ich, gar nicht richtig verboten, aber trotzdem versucht man irgendwie die Verbreitung zu unterbinden oder hat es zumindest lange Zeit Ist auf jeden Fall versucht. eine Grauzone, ja. Ja, und genau. Natürlich wollten die dann auch, ja, über diesen Grauzonenbereich was machen, also auch über das Parkette irgendwie Mhm. berichten. Und ja, ach, dann waren wir bei dem einen Verkäufer, der war quasi so auf der Mitte von Centro Habana und Habana Vieja, also da mitten auf dem Weg in San Rafael, glaube ich. Ähm, Da hatte das ist Hugo, ich sollte den Namen lieber nicht nennen, oh mein Gott. Aber äh, ähm, genau, der hatte auf jeden Fall auch so ein kleines Geschäft, wo er halt Filme verkauft und eben auch das Parkette zum Beispiel. Mhm. Naja, und jedenfalls konnten wir dann da drehen. Er war auch ganz normal, locker drauf und ja, hat das dann mit uns gemacht. Das Ding war, also natürlich war das halt, wie das ja häufig bei Kubanern ist, das Geschäft war halt bei ihm zu Hause, beziehungsweise war es gar nicht bei ihm zu Hause, sondern es war das Haus seiner Oma. Und genau, und er hatte uns das aber gar nicht gesagt. Ja, also er hatte auch mir Okay, das im Vorfeld, ich verstehe. hatte ja mit ihm Kontakt aufgenommen, er hatte das gar nicht gesagt. Ich dachte auch dann, okay, es ist jetzt irgendwie wirklich auch seine Wohnung oder sein Haus. Und naja, auf jeden Fall waren wir dann da und waren da gerade am Drehen. Und auf einmal kam dann halt seine Mutter rein. Ja, Okay, ja also gut. wir waren dann wirklich da mit dem Fernsehteam, dann waren natürlich jede Menge Leute auch zu Besuch, die da gerade quasi Filme einkaufen wollten. Und, und dann kommt seine Mutter rein, lässt vor Schreck sofort, die wusste gar nicht Bescheid. Seine Mutter lässt also sofort vor Schreck die Einkaufstüten auf den Boden fallen und fängt an rumzuschreien, Hugo, ¿qué pasa aquí? Also Hugo, was ist denn hier los? Oh Mann. Und Naja, ja, und er war dann halt, also er hat dann versucht, sie zu beruhigen, sie hat sich aber nicht beruhigt und hat dann gesagt, was machen die hier? Wie kommt das, dass hier irgendwie ein ausländisches Fernsehteam bei uns ach ist? ja, ist ja auch nicht Und, ne, aller Tage. Kommt nicht so häufig vor. und sie hat sich, also die war wirklich außer sich, die Frau, und die hat dann auch mehrfach geschrien, wo ist ihre Drehgenehmigung, wo ist ihre Drehgenehmigung? Ja. Und ich rufe die Polizei, ich rufe die Ach Polizei. Gott, ja. Und Und ich konnte sie dann aber beruhigen. Also ich habe sie dann darum gebeten, dass wir irgendwie den Raum wechseln und dann kurz alleine sprechen. Und aber auch mit mir alleine war sie im ersten Moment so, ich muss die Polizei anrufen, ich muss die Polizei anrufen. Und aber ich konnte sie dann davon abbringen. Äh, Sie wollte dann letzten Endes die Drehgenehmigung, die wir natürlich nicht hatten, Mhm. wollte sie dann letzten Endes nicht mal mehr sehen. Da konnte ich sie, also ich konnte ihr glaubhaft verklickern, dass alles mit rechten Dingen zugeht und so. Und genau, Oh und so Mann. kamen wir irgendwie aus dieser Situation raus, unbeschadet. Ja, aber also da war ich natürlich sehr nervös. Und Das glaube dann ich. ja, und ich sag mal so, das Sat.1-Team war auch allgemein so ein bisschen forsch, sage ich mal. Also wir haben dann zum Beispiel auch in der Altstadt gefilmt. Das Mhm. durften wir natürlich, aber also wir sind da rumgelaufen, haben an ein paar Ecken ein paar Aufnahmen gemacht und haben so das Treiben so ein bisschen gefilmt. Und ich hatte aber extra das Sat.1-Team vorher darauf hingewiesen, dass so also mit Leuten, die da halt betteln, mh, dass dass man die lieber nicht irgendwie, ähm, also dass man die, Sehen soll. wenn man jetzt so als Filmteam da ist, dass man diese Leute dann am besten, auch wenn das hart ist eigentlich, aber dass man die am besten gar nicht groß beachten sollte und filmen sowieso schon mal gar nicht, irgendwie ohne Genehmigung. Und ich hatte da extra darauf hingewiesen und ich hatte auch gesagt, wenn wir uns irgendwie mit denen unterhalten oder so und irgendwer bekommt das mit, dann
dann bekommen die unter Umständen richtig Ärger. Wir vielleicht gar nicht mal so. Ja, und leider haben die, Hat man nicht auf dich gehört? man hat nicht auf mich gehört und genau, hat dann, also sie haben jetzt irgendwie keine Bettler gefilmt oder so, aber sie haben dann halt irgendwie versucht, sich mit denen zu unterhalten, haben dann auch Geld gegeben, Mhm. was ja jetzt irgendwie nicht falsch ist oder so, kann man ja machen. Aber naja, sie haben es halt vor den Augen von zwei Polizisten gemacht. Also die Oh waren Gott. halt nur ein paar Meter entfernt. Ich hatte das dann auch schon gesagt, passt mal auf, da stehen gerade zwei, die Ja. gucken gerade hierher. Ja, und das Ende vom Lied war dann halt, dass die beiden Bettler dann halt von den Polizisten behelligt wurden. Also mit uns haben sie gar nichts weiter gemacht. Was sie jetzt genau mit den Bettlern gemacht haben, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wurden da irgendwie die Personalien aufgenommen und so. Verstehe. Und ja, 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 hoffen wir mal, dass es nicht weiter verfolgt wurde. ja, das hoffe ich auch, ja. Ja, Also, und auch so eine Sachen wie, also wenn ich noch eine Anekdote ja klar. erzählen darf. Ja. Also wir hatten auch keine Genehmigung, um auf einem Gemüsemarkt zu drehen, oder Obst- und Gemüsemarkt. Mhm. Hatten wir nicht, beziehungsweise hatten wir nicht beantragt. Die war davon ausgegangen, dass wir sie nicht bekommen würden. Weiß ich nicht, ob das so stimmt oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall dachten die das und wir waren dann illegal filmen auf einem Gemüsemarkt. Mhm. Auch da hatte ich im Vorfeld gesagt, dass ich glaubte, dass das keine so gute Idee wäre. und, aber natürlich, aber da hatten wir uns tatsächlich auch so ein bisschen verkracht, weil ich musste auch ich sollte den ganzen Dreh quasi auch immer als Übersetzer begleiten. Also ich habe immer und überall auch übersetzt für alle Leute, die halt interviewt wurden und so weiter. Genau. Und naja, auf jeden Fall ist mir dann aber im Vorfeld gesagt worden, so ja, also wenn du ja dann jetzt nicht mitkommen willst und das nicht machen willst da auf dem Obstmarkt, dann müssen wir halt gucken, dass wir wen anders finden, der den Job macht. Natürlich bin ich dann trotzdem mitgefahren. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Also wir waren gerade auf dem Obstmarkt angekommen, hatten gerade die Kamera aufgebaut und, und da war auch schon der Vorsteher von dem Obstmarkt zur Stelle und hat gesagt, dass er gerne eine Drehgenehmigung sehen würde, die wir ja natürlich nicht hatten. Ja, woher auch? Und, und ich habe dann die Regisseurin und die Kamerafrau habe ich dann darauf hingewiesen, ja hier, der will jetzt hier sofort eine Drehgenehmigung haben. Und ja, und die haben dann versucht, irgendwie den überreden zu wollen. Also ich sollte dann, weiß nicht, ich sollte dann ihm irgendwas vorschlagen. Also jetzt keine Geldzahl, keine Bestechung oder so, aber halt einfach, dass man irgendwie ja nur 5 Minuten bleibt und dann sind wir schon wieder weg und so. Mhm. Das habe ich ihm dann auch gesagt und der war dann, ja, nee, also ihr zeigt jetzt hier sofort die Drehgenehmigung oder ich muss halt die Polizei rufen. Ja, klar. Und ja, und sie wollten weiterhin versuchen, den zu überreden. Und dann kamen andere Leute, die zu dem Marktvorsteher da gehörten. Und das waren dann standen irgendwie so 4, 5 großgebaute, großgebaute Schränke um uns rum, wo ich mir dann auch schon so dachte, so, oh Mann, ey, also Ich würde es müssen wir ernst. uns wirklich diesen Ärger jetzt antun. Ja, ja. Und naja, und dann haben sie die Kamera letzten Endes abgebaut und die sind dann aber auch noch hinterher, haben geguckt, dass wir den Markt auch wirklich verlassen. Und natürlich haben die dann noch versucht, von außen quasi noch in den Markt reinzufilmen, wo der Vorsteher dann, als er das dann gesehen hat, dann auch gesagt hat, also jetzt ist hier wirklich Feierabend, entweder sie fahren jetzt oder es gibt jetzt wirklich gleich richtig Ärger. Ja, Und glaube dann ich. sind wir halt gefahren. Und das war auch noch gar nicht, dann sind wir auch, also dann war das halt quasi beendet und dann haben wir erstmal andere Sachen gedreht, die jetzt weniger brisant waren. Und dann sind wir aber am gleichen Tag nochmal zufällig auch an einem weiteren Obstmarkt vorbeigefahren. Und Mhm. da haben die beiden gesagt, ach komm, dann versuchen wir es jetzt hier nochmal so. Und das war dann auch wieder sofort eine schreckliche Situation, weil
wir waren gerade ausgestiegen aus dem Taxi, hatten auch gerade die Kamera aufgebaut und in dem Moment, also es war bei dem einen Obstmarkt in Centro Habana, wo ist er? Ich glaube in San Rafael oder San Miguel, weiß ich jetzt nicht. Aber auch auf jeden Fall auf dem Weg in die Altstadt, da ist ein etwas größerer Markt. Genau, und ja, da wollten wir dann drehen, waren gerade ausgestiegen, hatten gerade die Kamera aufgebaut und dann fing da eine etwas ältere Frau sofort an zu schreien, verschwindet hier, ihr könnt hier nicht filmen und so. Okay. Und ich dachte mir nur, okay, was ist denn jetzt hier los? Ne? Weil die schien sehr aggressiv und naja, und sie war dann auch nicht die Einzige. Da kamen dann auch blitzschnell andere Leute hinzu, die sofort angefangen haben zu schreien, ihr dürft hier nicht filmen, weg hier. Hm. Und ich habe das ich habe das im ersten Moment nicht richtig gecheckt, weil es schien mir irgendwie um was anderes zu gehen als als um unsere fehlende Lizenz, weil die wirklich sofort so richtig aggressiv waren. Und Okay. dann, ich wusste dann erst nicht, was ich sagen sollte. Die beiden wollten natürlich trotzdem irgendwie filmen, obwohl wir da so aggressiv belagert wurden. Und dann tippte mir auf einmal so ein Mann von hinten auf die Schulter und sagte dann so, so ganz direkt, so irgendwie subtil, aber auch direkt, hier passieren Sachen, die ihr nicht filmen sollt. Punkt. Okay. Und fügte dann noch so hinzu, ich glaube, es ist besser, wenn ihr wirklich so schnell wie möglich wieder fahrt. Und, und dann wurde mir halt klar, dass auf diesem Markt halt ja offenbar einiges an Schwarzmarktaktivitäten auch ablief. Und Dass da definitiv noch andere Sachen laufen, ja. ja, genau. Und ja, und ich habe das, in dem Moment war ich auch ganz rabiat und habe gesagt, so, ey, hier ist jetzt gar keine Diskussion, das ist jetzt hier echt brenzlig so, wenn die Leute, die machen hier irgendwas, also irgendwas findet hier statt, was nicht gefilmt werden soll und wenn wir jetzt nicht abhauen, das sind halt hier Leute, die rufen nicht die Polizei. Mhm. Und dann sind wir auch ganz schnell abgehauen dann da, genau. Aber genau, und solche Geschichten, da habe ich noch ein paar mehr von erlebt mit diesem Sat.1-Team. Also das war Okay. wirklich das waren sehr aufregende 7, 8 Tage. Und die gibt es dann auch unter anderem zum Besten, wenn es dann halt in seinen Vorträgen um Kuba geht. Genau, ja. Aber ich Genau. finde es auch ganz schön resolut von dem Sat.1 Filmteam. Weiß nicht, ob sie sich im Vorfeld nicht großartig informiert haben, aber ich sag mal, wenn es halt, wie du schon sagst, ne, also wenn es halt zu einem bestimmten Punkt gibt, wo es dann halt keine Drehgenehmigung gibt, man soll erstmal froh sein, dass man einen bekommt für manche Dinge, dann sollte man da auch nicht allzu weit gehen. Ne? Aber gut. Das ist richtig, aber ja. Ist halt passiert, ist Vergangenheit. Hoffen wir mal, Ja. dass alle Beteiligten da entsprechend auch nichts Negatives dann im Nachgang erfahren haben. Ich hoffe es wirklich, ja. 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 Naja, okay. Also dann zu deinem Vortrag sozusagen, also einerseits dann halt so historische Punkte Kubas und dann halt aber auch so das alltägliche Leben, so wie du es wahrgenommen hast und so halt entsprechende Anekdoten, die du erlebt hast. Damit füllst du dann quasi den Vortrag sozusagen. Genau, also so diese Anekdoten mit dem Sat.1-Team, dann aber auch Ja. viel zu Sachen, die halt an der Universität passiert sind, Ja. Also wie ist das Leben dort. Und dann aber auch viel von meinem Zusammenleben mit Amalia und Alfredo. Das sind die beiden Kubaner, mit denen Ja. ich zusammengelebt habe, Ja. beide Male. Genau, und da gibt's halt auch jede Menge zu erzählen, weil die beiden sind schon etwas älter, also mittlerweile auch an die 80. Und genau, also haben die Zeit vor der Revolution aktiv und bewusst miterlebt und dann auch genau die Zeit um 59 herum dann natürlich auch sehr, sehr intensiv.
Und das war für mich auch zu Hause immer so spannend zu sehen, weil die beiden waren irgendwie so gegensätzlich. Also sind zwar schon seit, naja, jetzt sind es, glaube ich, sind sie, glaube ich, über 40 Jahre verheiratet. Und genau, haben auch eine gemeinsame Tochter. Mhm. Und die lebt aber wiederum in Miami. Okay. Also das war auch ganz spannend, weil das ist auch eine Sache, die Alfredo überhaupt nicht verstehen kann. Okay. Weil also Alfredo ist halt, ja, ist halt revolutionär und ist halt einfach so ein knochenharter Kommunist der alten Schule, sage ich mal. Mhm. Und der kann überhaupt nicht verstehen, wie man aus Kuba weggehen kann, weil Kuba ist für ihn das tollste Land der Welt. Okay. Und, und Amalia sagt aber wiederum, dass sie das sehr gut verstehen kann und, und dass sie das sofort auch machen würde, wenn sie jünger wäre. Ich muss dazu sagen, also das hat sie damals gesagt, vor Mhm. ein paar Jahren. Ähm, tatsächlich hat sie es dann mittlerweile auch gemacht. Ah, Also auch Amalia lebt jetzt in den USA bei ihrer Tochter. Ja, okay. und das ist natürlich, also Und bei Alfredo denen kann weiterhin das in nicht. Havanna oder was? Bitte? Alfredo weiterhin in Havanna. Alfredo lebt weiterhin in Havanna. Mhm. Und das ist schon sehr krass. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie sich auch wirklich getrennt hätten, weil die sind Mhm. schon noch zusammen, Okay. mm, wollen auch zusammenbleiben, weil sie verstehen sich, also sie lieben sich und sie verstehen sich halt auch nach wie vor sehr gut. Mhm. Abgesehen davon, dass sie so krasse unterschiedliche politische Ideen haben. Aber an sich sind die wirklich harmonisch miteinander und ja, Alfredo fliegt halt relativ regelmäßig rüber. Ja, also jetzt zu Zeiten von Corona natürlich nicht so, da er auch schon etwas älter ist, aber normalerweise fliegt er dann regelmäßig rüber und Amalia kommt auch ab und zu. Genau, und so sehen die sich. Okay, also ist er definitiv legal ausgereist, muss ich Nee. sagen. Nee? Ja, dann ist es schon Also, ein bisschen schwieriger mit Ein- und Ausreise, ne? Aber dann muss das Konstrukt auf jeden Fall so sein, dass ich mittlerweile in Kuba wieder einreisen kann, was ja normalerweise achso, so, achso, Moment, nee, Entschuldigung, also sie ist legal ausgereist. ja, Sie ist ganz normal ausgereist, auch per Flugzeug und sie hatte auch ein ja, Visum für die USA. ja, okay, Ähm, genau, das meine ich halt. so ein normales Aufenthaltsvisum, wobei das halt kein dauerhaftes Visum Ja, also was dann in den USA war. passiert, ist eine andere Geschichte. Genau. Ja, genau. Ne? Und Aber sie musste sich ein Jahr lang verstecken. Ja, ja, also sie musste ja, quasi ein Jahr lang okay. äh, versteckt bei der Tochter zu Hause sein, konnte das Haus nicht wirklich verlassen und genau. Und dann ist es ja irgendwie so komisch geregelt, wenn du ein Jahr da bist, illegal als Kubaner, so ist das mittlerweile gesetzlich geregelt. Früher, also bis vor wenigen Jahren war es ja so, da gab es ja dieses Gesetz, was ich nannte Pies Mojados, Mhm. was ja im Großen und Ganzen aussagte, dass wenn du als Kubaner irgendwie in die USA rüberkommst, dann bekommst du quasi auch sofort das Aufenthaltsrecht oder dauerhaftes Aufenthaltsrecht zugesprochen Ja, und kannst dann in den USA bleiben. Das hat sich mittlerweile geändert. Also Leute, die in den USA ankommen und die dann sofort nach ihrer Ankunft erwischt werden und auf dem Weg sowieso, wenn sie auf dem Weg dahin erwischt werden, also auf dem Weg über Wasser quasi, wenn die mit mhm. irgendwelchen Floßen oder so rüberfahren, dann werden die zurückgeschickt von der Küstenwache oder von der US-Küstenwache an die kubanische Küstenwache übergeben. Genau, und wenn du ankommst, dann musst du quasi ein Jahr lang unentdeckt bleiben. Und wenn du das schaffst, wenn du ein Jahr lang unentdeckt bleibst, dann kannst du da bleiben. Ja, Mhm. und das ist bei Amalia jetzt so, also deswegen hat die da jetzt auch dieses Aufenthaltsrecht. Genau. Mhm. Aber viele gehen ja das Ja, Risiko auch ein, weil selbst wenn du erwischt wirst, ne, also das hatte ich jetzt auch über ein paar Freundschaften, die jetzt halt in den USA sind, wirst du zwar irgendwo festgehalten, du kriegst halt so eine Fußfessel unter Umständen, du kannst unter Umständen auch erstmal ein paar Wochen ins Gefängnis gehen, mhm. aber nachdem man das ganze Prozedere hinter sich hat, wird man nicht zwangsläufig zurückgeschickt. Also manche nehmen halt auch diese Prozedur über sich oder nehmen sie auf, um dann halt trotzdem
dann in den USA auch zu bleiben, trotzdem man da erstmal gegebenenfalls ins Gefängnis muss, irgendwelche Fußfesseln im Anschluss tragen muss. Weiß ich nicht, wie viel 1000 US-Dollar halt an den Staat zahlen muss, was dann halt auch abgearbeitet werden kann in dem Sinne, bis man dann schlussendlich die Möglichkeit hat, auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft oder besser im Vorfeld erstmal den Aufenthalt überhaupt zu beantragen. Ja, also es gibt ja auch diesen Weg, aber gut, da hatte sie jetzt in dem Falle ja anscheinend Glück, dass sie sich verstecken konnte, sag ich mal. Ne, Ja, voll. und vor allem, dass die Ausreise, wie gesagt, in Kuba halt tatsächlich legal war, weil die illegal ausreisen, da ist unter Umständen halt schwieriger mit der Rückreise. Muss nicht unbedingt sein. Da kommt es auf den Grund an, wieso man ausgereist ist oder wieso man geflohen ist. Ne, aber auch da kenne ich halt einige Fälle, wo halt eine Rückreise nach Kuba aktuell eher nicht möglich ist. Ja, aber gut, ist jetzt in dem Fall von Alfredo und wie hieß sie? Amalia. Amaya ja nicht der Fall. Ne? Von daher da alles gut. Aber auch, dass er jetzt ausreisen kann, wie kommt es dazu? Wie meinst du? Na, dass er einfach so in die USA reisen kann, ist ja auch nicht unbedingt so einfach möglich. Das war auch nicht so leicht, vor allen Dingen dadurch, weil Alfredo halt ein ehemaliger Angehöriger des kubanischen Militärs ist. Und also es ist ja für Kubaner ohnehin jetzt nicht leicht, irgendwie so Ja, ein klar. Touristenvisum, genau wie du schon sagst, so ein Touristenvisum zum Beispiel für die USA zu bekommen. Und gerade für ehemalige Angehörige des kubanischen Militärs ist es dann halt nochmal ein bisschen schwieriger. Naja, Ich kann er mir muss, vorstellen, wenn es dann heißt, okay, Tochter und Frau, weil sie lebt jetzt offiziell in den USA, eine Tochter und Frau leben in den USA, dass er dann halt so einfach mit einem Touristenvisum sozusagen in die USA reisen kann. Da hört man ja doch oftmals, auch wenn es beispielsweise bei uns darum geht, in Europa jemanden einzuladen, dass aus diesen und welchen Gründen halt abgelehnt wird, weil man halt ja die Rückreise entsprechend nach Kuba als Risiko sieht, dass das eben nicht passiert. Ne? Also die Rückreisewahrscheinlichkeit, dass diese nicht besteht. Und wenn man von solchen Gedankenspielen jetzt so bei dem Alfredo ausgeht, ist für mich halt bloß die Frage, okay, dann kann er trotzdem hin und her reisen, ist ja dann, also muss auch irgendwie ein Konstrukt haben, wieso das bei ihm jetzt so funktioniert, sagen wir mal so. ja, ich denke, es liegt daran, dass er halt einfach schon mehrfach in den USA war, um die Ja, Tochter zu besuchen. Und genau, dann ist man, glaube ich, nach mehrfachen Besuchen sind die dann, glaube ich, das nicht mehr so stimmt. streng. Das Ja, stimmt, aber irgendwann muss es ja mal angefangen sein. Ne? ja. Aber na gut, okay. Aber wie gesagt, Hauptsache es funktioniert, umso besser für die kleine Familie dort, dass Hm. sich hin und wieder auch unabhängig von den jetzigen Zeiten dann doch auch mal sehen können. Ne? Genau. Okay. Jetzt hattest du ja selber auch nochmal den Punkt gebracht, dass die Sat.1-Gruppe oder dass der Fernsehsender über deine Facebook-Gruppe sozusagen auf dich aufmerksam geworden ist, beziehungsweise entsprechend auch den Kontakt gesucht hat. Hatte ich ja vorhin auch mal angesprochen, du hast ja mehrere Facebook-Seiten. Mhm. Einerseits würde mich interessieren, warum? Warum Mhm. mehrere? Und andererseits, wann hast du die gestartet und mit welcher Intention? Mhm. Also genau, also ich betreibe mehrere Facebook-Gruppen und mehrere Facebook-Seiten Okay. mit Bezug auf Kuba. Mm, Also zunächst mal zu den Gruppen vielleicht. Das sind drei an der Zahl, wobei eine davon eigentlich nicht so wirklich aktiv ist. Also namentlich sind das erstmal Kuba, die Perle der Karibik, dann Abenteuer Kuba, Reisen, Leben, Lieben und dann Helfen in Kuba, Kuba Sea. Ja, und Mhm. genau, die beiden erstgenannten Gruppen, die haben halt einfach einen touristischen Hintergrund. Also da sollen Leute informiert werden, da sollen Leute Erfahrungsberichte teilen können, da sollen Leute ja einfach irgendwie versuchen können, sich vor ihrer Reise ein Bild von Kuba machen zu können. Genau, und es soll allgemeinen Austausch über Kuba geben. Und warum da Genau. zwei Gruppen?
Also Hm, was hast du da jetzt gedacht, okay, ich brauche noch eine zweite Gruppe. Warum Und, zwei Gruppen? äh, Also das liegt daran, dass ich in der Gruppe Kuba, die Perle der Karibik, ja, erstmal war ich da nur einfaches Mitglied, dann war ich irgendwann Moderator und aber auch als ich dann noch Moderator war, habe ich mir schon gesagt, dass ich ganz gerne eine Gruppe haben möchte, die ich dann tatsächlich auch, ja, wie soll ich sagen, die ich dann federführend ja. leite. Und dann habe ich eben Abenteuer Kuba auch noch aufgemacht. Genau. Ah, okay. Ja. Und dann hat sich das halt einfach so entwickelt, dass ich dann im Laufe der Zeit dann auch noch bei Kuba, die Perle der Karibik, Admin geworden bin. Genau. Und ja, dadurch, dass einer der früheren Hauptadmins quasi längere Zeit abwesend war von Facebook, weil er einen Rechtsstreit gegen Facebook geführt hat und so weiter, Okay. ähm, genau, dann quasi letzten Endes alleiniger Admin der Gruppe war und dann wiederum damit angefangen habe, mir für die Gruppe Kuba, die Perle der Karibik, ein ganz neues Team aufzubauen. Ja, leider kann man die Gruppen nicht zusammenlegen. Das hätte ich vielleicht ganz gerne gemacht. Also bei Seiten kann man das ja tatsächlich machen, dass man die, wenn man zwei Seiten hat, die eigentlich das gleiche Thema haben, dass man die dann auch zusammenführen kann. Bei Mhm. Gruppen geht das nicht. Die kann man zwar miteinander verbinden, aber du kannst jetzt nicht sagen, ich mache aus zwei Gruppen nur noch eine. Mhm. Genau, und deswegen sind es halt nach wie vor diese beiden Gruppen. Wäre ja was für Ja, die Ideenbox von Facebook vielleicht. stimmt. Ja, Danke. Danke für den Hinweis. Ja, ja, genau. genau. Ja, Genau, vielleicht und ist es. dann war ja noch die dritte Gruppe, Kuba helfen, hast du gesagt? Ja, Helfen in Kuba, Kuba Helfen in Sea. Kuba, so. Hm. Und genau, die habe ich, naja, wann war es? Ich glaube, vor 2 Jahren oder so, dass ich die dann auch aufgemacht habe. Also nachdem es die anderen beiden Gruppen auf jeden Fall schon gab. Und ja, die habe ich gegründet, weil es immer mal wieder, gerade so, ich sag mal so in der Hurricane-Saison, ähm, mh, zu besonders kritischen Engpässen auf Kuba kommt. Ja, also immer wenn dann quasi nochmal so äußere Einflüsse kommen, höhere Gewalt, die dann nochmal draufschlagen auf Kuba quasi, dass dann Hilfe manchmal ganz besonders wichtig ist. Und immer zu diesen Zeiten gibt es dann auch immer so ganz besonders viele Nachfragen in den Kuba-Gruppen, ja, wo kann ich helfen, wo kann ich dies und das hinspenden und so. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht eine ganz gute Idee ist, wenn man das so ein bisschen auslagert und halt einfach sagt, man macht eine Gruppe jetzt, die ist wirklich nur für Hilfe in Kuba quasi. Oder wobei auch nicht nur für Hilfe in Kuba, sondern auch einfach, wenn Leute irgendwie ganz allgemein mit Bezug auf Kuba Hilfe brauchen. Sei es zum Beispiel, dass jemand bald einen Kubaner oder Kubanerin heiraten möchte und die Dokumente oder irgendwelche übersetzten Dokumente müssen rüber nach Kuba, dass die halt wer mitnimmt zum Beispiel. Ja, also auch solche Sachen können dann in der Gruppe gepostet werden. Genau. Aber hauptsächlich geht es schon um Spendenaktionen, Spendensammlungen und dass dann zum Beispiel so Leute wie Lukas Winter, der ja ganz viele Spendenaktionen für Kuba immer macht, dass die sich dann darüber vernetzen können. Genau. Lukas Winter werde ich ja auch noch im Interview haben. Mhm. In 2 Wochen, wenn alles klappt. Von daher, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Ähm, Das ist ein angenehmer Zeitgenosse. Ich kenne ihn auch persönlich. Also, Schön. ja, ist ein Ja, toller Typ. okay. Super. Na, ich hatte bisher mit ihm telefoniert und von daher auch top, muss ich sagen. Und deswegen, also ich freue mich auch auf das Interview, das wird, denke ich mal, auch ganz gut. Na, aber wie gesagt, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt geht es ja um dich. Ja. Ja, und du hattest mir ja im Vorfeld gesagt, Kuba Sea, davon hast du dich jetzt auch so ein bisschen getrennt. Du hattest aber auch gerade gesagt, du hast ja diese Gruppe letztendlich, Helfen in Kuba, Kuba Sea. Wie genau ja, kommt das jetzt zusammen? Also du hast auch selber gesagt, die Gruppe selber liegt so ein bisschen brach. Ja, da ist jetzt auch nicht mehr unbedingt die Administration ja, geführt, beziehungsweise wie genau muss ich mir jetzt diese Konstellation vorstellen?
Ja, doch, also administriert wird sie auf jeden Fall schon noch, ist Ja. halt einfach nicht so aktiv oder nicht so krass gewachsen halt. Mhm. Ähm, Was aber auch daran liegt, dass, genau, dass ich einfach glaube, dass der Fokus insgesamt auf dieser Touristengruppe liegt. Mhm. Also vor allem, also sowohl als auf Kuba die Perle der Karibik als auch auf Abenteuer Kuba, aber vor allen Dingen eben auf Kuba die Perle der Karibik, weil das ist, diese Gruppe hatte gerade in den letzten 2 Jahren, also seitdem ich quasi auch das neue Team aufgestellt habe, hat die Gruppe einfach ein enormes Wachstum. Also Mhm. wir kriegen pro Jahr kriegen wir etwas über 1000 Mitglieder dazu. Das ist ordentlich. Ja, ich denke auch, das ist eine ganz ordentliche Hausnummer so. Ja, und wir sind damit, ich sag mal, bald sind wir die größte Kuba-Gruppe im deutschsprachigen Raum. Was ist gerade die Und größte? ich möchte den Namen fast gar nicht sagen, um keine Werbung zu machen. Okay, alles gut. Ich recherchiere. Aber wenn man natürlich auf Facebook sucht, nach Kuba eingibt, dann findet man die natürlich auch. Ja. Und ja, die sind uns momentan noch mit knapp 40 Mitgliedern voraus. Aber das war halt eben auch mal, das war mal ein Unterschied von 2000 Mitgliedern, Oha, okay. den wir halt äh, ja, zunichte gemacht haben. Und ja, von daher sind wir Er bald liefert euch die. also ein Rennen. Ja, wobei wir die andere Gruppe bald einholen werden. Okay. Einholen, überholen. Okay. Ja, also Aber, wichtig ist ja bei, ja, ja, bitte? Nee, bitte? Wichtig ist am also, Ende? also bei solchen Kuba-Gruppen, da ist immer das Ding, ich habe mich da auch lange Zeit habe ich mich irgendwie immer zu stark verleiten lassen zu so Endlosdiskussionen, vor allen Dingen Ja. über politische Themen und so. Und dazu muss ich sagen, also klar, das können die Leute in unseren Gruppen machen, wenn die irgendwie Lust haben zu diskutieren und so. Aber ich konzentriere mich wirklich auf die Administration, gucke, dass die Leute da aktiv sind, gucke, dass die Leute da vernünftig informiert werden. Mhm. Und genau. Das war ja Und auch einer so dieser Streitpunkte, wenn ich es rausgelesen habe, oder wenn ich es richtig rausgelesen habe, ne, dass du ja dann schon gesagt hast, ja, Kuba ist definitiv politisch, im Allgemeinen, ne, aber wenn es dann halt um Informationen geht, die vielleicht doch nicht ganz der Wahrheit entsprechen, dass du diese eher aus den Gruppen raushalten möchtest. Ja? Und da ja, haben sich dann also vielleicht einige auch ja, lizenziert gefühlt. mh. Ja. Ja, also ich muss dazu sagen, also ich lege schon, oder wir als Administratorenteam legen in der Gruppe halt Wert darauf, dass Informationen geteilt werden, die vor allen Dingen eben auch nachvollziehbar sind. Ja. Und wenn dann zum Beispiel so Sachen gepostet werden, wie zum Beispiel jetzt im Rahmen der Proteste am 11. Juli in Kuba, also da gab es ja Proteste, weil die Leute einfach unzufrieden waren aus verschiedensten Gründen, und deswegen gab es in verschiedenen Städten Kubas Proteste. Die sind auf jeden Fall auch brutal aufgelöst worden von Polizei und Sicherheitskräften im Allgemeinen. Und das muss man jetzt nicht irgendwie beschönigen oder so. Und Diaz-Canel hat ja auch gesagt, also sehr deutlich, dass die entsprechende Antwort darauf kommt. Und sie kam dann ja auch. Und man ist da auch hart gegen vorgegangen. Das stimmt. Nun, aber trotzdem habe ich dann ist es dann für mich nicht in Ordnung, wenn irgendwie Bilder gepostet werden von angeblich von der Polizei erschossenen Jugendlichen, wo ich dann mit einer einfachen Google-Suche rausfinde, dass die entsprechende Person vor 2 oder 3 Jahren bei Protesten in Venezuela ums Leben kam. Also solche Sachen zum Beispiel, Mhm. dass sowas dann gepostet wird und wo man das mit einer einfachen Recherche an sich rausfindet. Da sage ich dann so, ja, nee, also
was soll das? Mhm. Also ihr könnt ja alles Mögliche posten so, nur sieht zu, dass die Angaben irgendwie den Fakten entsprechen und ich will hier nicht, dass das irgendwie so, naja, auf so einem Bild-Zeitungsniveau halt runtergeht. So, Ja, klar. also wo man nur noch sensationalistische Sachen quasi postet und so ein Bild zeichnet, so nach dem Motto, in Kuba ist gerade die Hölle auf Erden los. Ich konnte dann auch 3 Tage lang konnte ich gar nicht schlafen und so, und muss aber dazu sagen, ich habe dann auch zu dem Zeitpunkt auch natürlich Kontakt zu meinen Leuten in Havanna zum Beispiel gehabt, wo von denen die meisten mir dann gesagt haben, so, ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Klar, wir wissen, dass es hier Proteste gibt und so und es ist auch voll viel Polizei und Militär auf den Straßen und so. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass uns hier, keine Ahnung, dass uns hier die Stadt abfackelt oder so, Mhm. und dass die Menschen hier zu Hunderten erschossen werden oder sowas. Ähm, Genau. Und ja, das fand ich dann komisch, dass ich dann von Leuten aus Kuba dann quasi schon beruhigt werden musste, weil ich selber über Social Media den Eindruck hatte, dass da drüben wirklich die Dass Welt die Welt untergeht. untergeht, ja. Ja, ja, und was soll ich sagen? Also in manchen Kuba-Gruppen wird sowas dann halt angefeuert. Und ich bin halt einfach so, oder wir sind so, dass wir dann sagen, okay, also wir setzen uns mit manchen Informationen halt einfach ein bisschen kritischer auseinander. Und und ich finde auch wirklich, dass man aufpassen muss. Ich sehe das auch, sehe es auch ein bisschen kritisch, den Umgang von manchen deutschen Medien mit den Protesten in Kuba. Was mir sehr negativ aufgefallen ist die Deutsche Welle. Mhm. Die Deutsche Welle arbeitet mit Joanny Sanchez zusammen. Joanny Sanchez ist eine kubanische Oppositionelle und Bloggerin, die ja eigentlich auch ja quasi weltweit bekannt ist War ja durch die erste Bloggerin Kubas sozusagen. genau, genau, ja, und die halt genau durch ihren Blog auch bekannt geworden ist, diverse Bücher geschrieben hat und so weiter und so fort. Und ja, und natürlich auch mittendrin ist, weil sie lebt ja nach wie vor in Havanna, also erlebt vieles dann direkt vor Ort und so. Mm, Das einerseits, aber andererseits ist sie halt, hat sie sich halt auch bei verschiedenen Gelegenheiten bereits einfach unglaubwürdig gemacht. Und deswegen ist sie auch sehr umstritten. Sie hat auch, also auch unter kubanischen Oppositionellen ist sie umstritten. Und genau, weil ihr halt eben auch, also man kann sagen, das ist quasi das Typische, was ja die kubanische Regierung immer macht, ja, dass sie sagen, die Leute arbeiten irgendwie mit der CIA zusammen oder mit anderen US-Sicherheitsbehörden und so weiter. Ähm, Weiß ich nicht, ob das bei der Frau Sanchez so ist, aber sie hat sich halt häufig schon, ich sag mal so, reingeritten mit Informationen, die einfach nicht ganz korrekt waren. Und das war jetzt im Rahmen dieser Proteste am 11. Juli zum Beispiel wieder so, wo, ich sag mal, so im Nachgang, so am 12., 13. Juli, als es dann die ersten Mutmaßungen darüber gab, wie viele Leute jetzt konkret im Rahmen dieser Proteste verhaftet worden waren von der kubanischen Polizei. Und da gab es dann in den ersten Tagen ganz so verschiedene Meldungen drüber. Also die Zahlen gingen auch ein bisschen auseinander. Mal war die Rede von irgendwie landesweit 200 Leuten, die verhaftet wurden, mal waren es 300. Also da gab es so, wie gesagt, so kleine Unterschiede. Und dann kommt halt Frau Sanchez, die von der Deutschen Welle völlig, ich sag mal, so total kommentarlos oder ohne das irgendwie einzuordnen oder mit den Angaben von anderen Leuten und Organisationen zu vergleichen, wird sie dann zitiert mit ihrer Zahl von circa 5000 Verhafteten. Okay. Ja, und das sind dann so Sachen, da packe ich mir halt wirklich an den Kopf. So, ich meine, im Endeffekt ist es so oder so krass, weil es sind wirklich viele Leute verhaftet worden. Das ist so. Aber diese Zahl von 5000 Verhafteten landesweit, das ist eine Fantasiezahl. Das muss man wirklich auch eindeutig so sagen. Und es gab da ja auch, gab an dieser Zahl ja auch Kritik von internationalen Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Amnesty International und Human Rights Watch,
die dann gesagt haben, Moment mal, also ja, es sind jede Menge Leute verhaftet worden, aber uns liegen hier wirklich ganz, ganz andere Berichte und Zahlen vor. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass ungefähr 300 Leute landesweit verhaftet worden sind im Rahmen der Proteste. Und ich finde, dann kann man, wenn die Frau Sanchez dann was ganz anderes behauptet, einfach aus ihrem Bauchgefühl heraus quasi, sage ich mal, dann kann man das nicht einfach so kommentarlos übernehmen und diese Informationen nicht einfach so, ohne das zu kommentieren, Ich wollte gerade sagen, man müsste es halt verbreiten. zumindest relativieren, ne? Dass man zumindest sagt, okay, das sind die Informationen, die veröffentlicht wurden, Mhm. aber, na, genau, also aus meiner Warte heraus habe ich auch einige im Bekanntenkreis, die tatsächlich verhaftet wurden. Mhm. Auch um Contra Maestra herum, also wo meine Familie und die Familie auch meiner Frau herkommen. Mhm. Da reden wir auch schon von einer zweistelligen Zahl, alleine halt in dem Ort. Na, deswegen, ich weiß nicht, wie hoch die Zahlen sind letztendlich. Es wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. Na, also ich denke auch, dass es mehr als die offiziell gemeldeten sind, aber wie viele tatsächlich? Weiß ich Mhm. nicht. Ja, und zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung mit den knapp 5000 Verhaftungen, ja, also ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, weil letztendlich so schnell sind die Informationen dann auch nicht verfügbar. Von daher, ich kann nur aus meiner Warte ja sagen, okay, aus meinem kleinen Dunstkreis sind halt eine Zahl X entsprechend auch im Rahmen der Proteste halt zumindest zum Verhör und für einige Tage Mhm. verhaftet worden. Das war jetzt halt nur in dem kleinen Dunstkreis. Ne? Jetzt muss man dazu sagen auch, ne, gab ja nicht überall Proteste. Mhm. Na, gab halt im Großraum Havanna, in Santiago und sicherlich auch in einigen anderen Städten. Ne? Aber das waren halt so die größten, wo es dann halt auch entsprechend Verhaftungen gab. Ne? Und ob da jetzt halt diese große Anzahl an Verhaftungen zusammenkommt, weiß ich nicht. Ja, aber das sind halt tatsächlich auch Informationen. Du kennst ja auch meinen Kanal. Ich halte mich da tatsächlich immer so ein bisschen zurück, weil wenn in den Momenten, wo ich es halt nicht weiß, ne, in den Momenten, wo ich halt keine konkreten Informationen habe, berichte ich halt, was ich entsprechend an Informationen habe und woher ich sie habe. Ne, relativiere halt diese Informationen letztendlich. Ne, so sollte man meiner Meinung nach auch entsprechend mit Informationen umgehen, wo man halt die Quelle halt zwar vielleicht irgendwo kennt, aber wo die Informationen schlussendlich auch herrühren, ähm, da vielleicht auch nicht unbedingt hundertprozentig aussagefähig ist. Ja, und ob man nur halt dem Glauben schenken kann. Ne? Und wie du auch schon gesagt hast, gerade mit manchen Punkten einfache Recherche, da geht es dann vielleicht einfacher, wenn es dann um irgendwelche Bilder, Videos oder was auch immer geht, die dann halt von irgendwelchen anderen Protesten oder was auch immer aus anderen Ländern herrühren und die dann halt ausgenutzt werden, sozusagen im Sinne, dass man sagt, okay, das sind die aktuellen Proteste in Kuba, guckt her, so sieht es hier gerade aus. Ist auch nicht unbedingt, sage ich mal, für die Personen, denen es dann wirklich passiert ist, Mhm. muss ich sagen, muss man da auch anders mit umgehen. Mhm. Ne, als da halt irgendwelche Videos, Filme oder so immer für seine Ziele auszunutzen, so sozusagen. Ne? Voll. Ja, ich sag mal so, ich bin definitiv der Meinung, es muss sich was in Kuba ändern. Das hatten wir auch schon mehrfach so betont, sage ich mal. Ne, Mhm. nur die Art und Weise, wie halt manche Dinge passieren, da gehe ich auch nicht unbedingt mit. Ist auch immer ganz lustig, wenn ich mal kurz zwei Sätze sage. Ja. Ähm, Ich habe ja auch schon ein bisschen was an Kommentare auf meinem Kanal gelesen. Ne? Und einerseits heißt es dann aber, naja, du wirst ja von den US-Amerikanern bezahlt. Andererseits heißt es dann aber, naja, du hast ja Angst vor der Regierung. Ja, was denn nun? So, Ja, genau. also
ich versuche mich halt wirklich neutral zu halten und schaue halt, dass ich halt die Informationen so zusammentrage, dass die halt in meinen Augen auch irgendwo nachvollziehbar sind und dass für jeden auch entsprechend die Quellen verfügbar sind. Ich hänge auch die Quellen immer mit dran, wo ich die Information her habe. Und dann soll jeder selber auch vielleicht, wenn er halt mehr ins Detail gehen will, nochmal nachlesen. Ne? Aber da finde ich dann auch immer ein bisschen lustig. Also im Grunde genommen kriege ich es von beiden Seiten. Ja. Aber auch nicht richtig. Also bisher bin ich ja ne? Also ich habe halt bloß bei ein paar Kommentaren ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich dann halt tatsächlich halt sowohl von der einen als auch der anderen Seite entsprechend mir was anhören darf. Ja, das halt nur kurz dazu, als ja. Es ist verrückt teilweise, weißt du, also die Leute sind da wirklich so polarisiert und Ja, also mir ist es auch schon passiert. Ich meine, gut, ich bin nicht neutral, also anders als du, oder ich sag mal, zumindest bei Berichterstattung versuche ich wirklich Wert auf Fakten zu legen und ja so klar. und das differenziert zu sehen. Äh, Grundsätzlich habe ich aber meine eigene politische Meinung und da bin ich dann nicht neutral und ich bin halt, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, weil, also ich will jetzt Ich auch sag nicht mal so, sagen, was. in meinem Fall, also neutral ist vielleicht in dem Sinne nicht das richtige Wort, weil letztendlich habe ich schon eine Meinung. Ne? Hm, Aber ich würde mich jetzt sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite nicht mich sehen sozusagen. Ne? Also ich habe da jetzt nicht unbedingt 100% Übereinstimmung, wo ich sage, okay, da gehe ich mit. Ne? Sondern ich sehe auf beiden Seiten entsprechende Punkte, wo ich sage, ja, so ist das. Ne? Und von daher, das naheliegendste Wort in dem Sinn ist halt die Neutralität, auch wenn ich es nicht bin. Ne? Aber nur halt da nochmal kurz zur Einordnung. Aber ja, bitteschön, ich habe dich unterbrochen. Ja, nee, also im Großen und Ganzen fühle ich mich auch häufig ähnlich. Also, dass ich halt gar nicht, wie soll ich sagen? Ich meine, also ich kann ja auch reflektieren, so, weißt du? Und deswegen, ich bin jetzt gar nicht immer so, dass ich nicht von meiner Meinung abweichen kann. Also ich höre mir auch gerne andere Meinungen an und denke dann darüber nach und lasse meine Gedanken einfließen und so. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, aber irgendwie, die Fronten sind da manchmal so verhärtet, dann sind die Leute irgendwie so drauf, dass ja, keine Ahnung, wenn du dann deren Meinung nicht hast oder nicht teilst, dann bist du als Mensch, der kubanischen Regierung gegenüber eher positiv eingestellt, also tendenziell positiv eingestellt ist, bist du natürlich automatisch ein Unterstützer der kommunistischen Partei. Oder du bist sogar höchstpersönlich ein ganz schlimmer Diktator. Also das sind alles Sachen, die mir schon gesagt wurden. Ach Also krass, okay. da kriege ich dann so Privatnachrichten, wo ich dann direkt gefragt werde, warum unterstützt du die Kommunistische Partei Kubas? Wo ich mir nur denke, An welcher Stelle? okay, ja, also. Oh Gott. Ja, 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 ja. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du, ich meine, du führst ja jetzt deine Seiten ja jetzt oder deine Gruppen ja schon doch ein paar Jährchen. Aber das ist in meiner Wahrnehmung jetzt tatsächlich nach dem 11. Juli stärker geworden. Kann es sein? Also, dass da halt so gerade solche Meldungen oder Nachrichten, Mitteilungen, äh, vielleicht auch speziell jetzt gerade dir gegenüber halt kommen oder war das auch vor dem 11. Juli auch schon wieder mal? Aber ich habe wie gesagt, für meinen Kanal merke ich halt, dass solche Kommentare nach dem 11. Juli öfter aufgetaucht sind, als es noch Ja, davor der Fall war. Sagen wir mal das ist so. schon so, ja. Das hat sich schon noch mal ein bisschen ein bisschen weiter polarisiert, ja, auf Hm. jeden Fall. Ja. Hoffen wir mal, dass das Ganze wieder so ein bisschen ruhiger wird. Ja. Ne? Ich meine, letztendlich hat man ja trotzdem einen gemeinsamen Nenner, ne? Nämlich das Land Kuba. Ja. Ne? Sag mal, wenn man halt jemanden ausschließt, nur weil er eine andere Meinung hat, dann ist das im Grunde genommen nichts anderes als halt diktatorisches Verhalten, was man ja gerade so ein bisschen
naja, ich sag mal, angreifen möchte letztendlich, ne? Oder in Zweifel Ja, das zieht. wollte So, aber letztendlich benimmt man sich ja selbst nicht anders. Ne? So, und von ja. daher, für meinen Teil hoffe ich mal, dass da irgendwann wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehrt und letztendlich man wieder so mehr ins Gespräch kommt. Aber wie gesagt, unterschiedliche Meinungen kann man durchaus haben und vertreten. Und trotzdem kann man danach vielleicht Cuba Libre trinken. Ja. Ne? So, von daher, das ist meine Auffassung der Sache. Das sehe ich grundsätzlich ähnlich. Deswegen, also aus diesem Grunde ist es auch so, dass in beiden Touristengruppen und auch in der Helfergruppe es ist mittlerweile so, dass dort keine Leute mehr blockiert sind. Ja, also das war zwar früher auch mal so, Okay. beziehungsweise von der Perle-Gruppe habe ich auch Altlasten quasi übernommen. Da waren also vorher schon auch zahlreiche Leute blockiert worden und so. Hm. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Also da ist es Okay. niemand blockiert. Es können alle reinkommen und ja, genau. Das ist Und gut. also das Dialogangebot steht also insofern. Ob die Leute das dann wahrnehmen möchten, ist dann nochmal eine andere Sache. Ja. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, gerade zu den Gruppen, bei der einen Mhm. Gruppe, ich weiß jetzt gar nicht welche von beiden, da wird der Beitrag ja nochmal vom Administrator sozusagen bestätigt, bei der Mhm. anderen Gruppe nicht. Hat es da irgendwelche Hintergründe? Wieso bei der einen ja, bei der anderen nein? Oder sind es halt auch noch Einstellungen, die halt irgendwann mal gemacht wurden und ja, Das sind weiterlaufen? Einstellungen, die im Rahmen der Proteste um den 11. Juli Ach so, herum gemacht worden sind, weil wir da teilweise wirklich zugespammt worden sind okay, aber wie von gesagt, auch manchen. nur bei der einen Gruppe, ne? Bei der anderen kann man frei schreiben. Haben wir bei der anderen Gruppe einfach noch nicht wieder umgestellt, aber das hat jetzt Okay, keinen besonderen Grund, das na gut. müssen wir einfach mal nachholen. Ja. Verstehe, okay. Na, mir ist es aufgefallen, weil ich ja meine Videos immer quasi auch in den, zumindest nicht alle, aber Ja. einige zumindest in den in Gruppen teile. Und bei der einen Gruppe, ich weiß jetzt gerade nicht welche, da Ja, bei muss man auf jeden Fall Antikorruption noch ist es da. bestätigen. Hm. Naja, gut. Ja, du, Marco, ist ja jetzt, wie lange sind wir jetzt? Über 2,5 Stunden. Ja, Da schön. kam, da Hast du kam noch ein eine bisschen was Frage? zusammen. Gab es noch irgendwas, was wir abarbeiten wollen? Naja, ich sag mal so, wir haben ja im Grunde genommen so über alles gesprochen, was wir uns zumindest vorgenommen hatten. Ne, so die Ja, Eckpunkte hatten wir jetzt soweit. Ich hätte jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine Schnellfragerunde. Es sind, ich glaube, 5 Fragen, ja. wo du einfach ganz kurz schnell antwortest. Das würde ich halt so bei jedem im Interview machen wollen und mal gucken, was da dann mal rumkommt. Einfach halt letztendlich zum Abschluss des entsprechenden Gesprächs heute. Na, es sei denn, Mhm. du hast jetzt noch irgendwas mitzuteilen, was du noch loswerden möchtest. Nö, das wäre es im Großen und Ganzen von meiner Seite auch. Jo, okay. Bist du bereit? Ja. Lieblingsessen, also auf Kubanisch, ne? Lieblingsessen. Mhm. Mein Lieblingsessen, das ist, also, das kann ich gar nicht so schnell antworten. Also es ist einmal Ropa Vieja Mhm. und dann aber auch so als typischer Nachtisch Arroz con Leche, also Milchreis halt, ja, der in Okay. Kuba nochmal ein bisschen anders schmeckt. Der Ja, ist sehr lecker. Genau, also Ropa karamellisiert. Vieja und Arroz con Leche, ja. Gut. Lieblingsgetränk? Lieblingsgetränk, das sind die Milchshakes, also die Batidos. Mhm. Also ich trinke da gern Batido de Plátano, also Bananenmilchshake, Batido de Mango, Mango-Milchshake und so weiter. Also Milchshakes in diversen Variationen. Ja, Okay. und was das Alkoholische natürlich anbelangt, also klar, ich trinke auch gern mal einen Havana Club, am liebsten den 7 Jahre alten. Okay, also pur denn. Ja. Genau. Havanna oder Santiago? Ich denke mal, das kann man sich denken. Definitiv Havanna. Okay. Casa Particular oder Hotel? Auch das kann man sich, denke ich, Definitiv Casa denken. Particular. Ja. Beste Jahreszeit für die Kuba-Reise? Mm, Meiner Meinung nach fast das ganze Jahr über. Mm, Ich würde, wenn es nicht gerade anders geht, würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Zeit zwischen August und Oktober hinreisen, weil die Gefahr, dass doch irgendwie ein Hurricane kommt und einem dann den Urlaub vermasselt, ist ja dann
Zugeben. doch relativ groß. Von daher, das muss nicht sein. Das sage ich auch als jemand, der zweimal im August jeweils seinen Auslandsaufenthalt dort begonnen hat und zweimal einen Hurricane mitgenommen hat. Ach, super. Also Kann man machen. das muss dann nicht sein, aber ansonsten, ich glaube, Kuba ist fast ein das ganze Jahr über bereisbares Land, ja. Auch. Letzte Frage. Wann geht es das nächste Mal nach Kuba? So bald wie möglich. Also, ja, ich denke irgendwann nächstes Jahr. Irgendwann nächstes Jahr. Okay. Ja, Ist wenn die Corona-Situation sich dann wirklich ein bisschen beruhigt hat, genau. Und dann sollte es mal wieder rübergehen. super. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab ja jetzt eine Info gestern Nacht mit dem 15.11. Habe ich mitbekommen, ja. Genau. Mal gucken. Ist ja noch ein Weilchen hin. Die Restriktionen auch, also was die Einreise anbelangt und was auch die Reise zwischen den Provinzen anbelangt, dass das Schritt für Schritt fällt, ja. Genau. Aber wie gesagt, ist ja noch ein Weilchen hin bis zum 15.11. Von daher kann auch eine Menge passieren. Warten wir es ab. Aber gut, Marco, danke dir fürs Interview. Danke dir. Wir sind fast bei 3 Stunden, glaube ich. Wahnsinn. Yeah. Ja, möchtest du zum Ende noch was sagen? Ich meine, wir haben ja jetzt deine Gruppen auch soweit benannt, die würde ich auch alle nochmal verlinken, auch in der Videobeschreibung. Von daher ist da auch nochmal ein bisschen Werbung, sage ich mal, auf jeden Fall für die Gruppen auch gegeben. Ja, irgendwelche letzten Worte, zumindest hier im Interview. Im Großen und Ganzen nichts weiter. Also ich bedanke mich für die Gelegenheit, bedanke mich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich einfach, wenn Menschen, die das hier sehen, dann auch in Austausch mit mir treten über Kuba, über die Leute dort, über kubanische Geschichte und alles Mögliche, was mit Kuba zu tun hat. Ja, super. Genau. Okay, Marco, dann danke nochmal und ja, wir hören uns. Super. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis dann. Ciao.